come quietly or there will be trouble. Ja, gucke. Your move, creep. Wo ist es doch? Ich bin da. Warte, Kuckuck. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eingeschaltet zu Ihrem Lieblingsprogramm. Ganz Deluxe. Hi. Jetzt muss ich mal gucken. Ist mein Ton überhaupt an? Hier ist irgendwie alles komplett verschoben. Ich bin alles gut. Sehr gut. Tag, Tag. Na, ihr Schnuffels. Wie ist die Lage? Ich muss mal die Lautstärke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um Gottes Willen. Ist das laut? Soundeffekte. Alter, was? Wo darf das denn sein? Ist aber auch unangenehm. Entschuldigung, aber. Ja, das reicht. Das reicht. Gut. So. Warte mal, ich wollte gerade noch was gucken. So, genau. So machen wir das. Ja, feini. Ja. Jo, heute. Hallo, Frau. Heute halt, ja. The Council. Haben wir gespielt im März 2020. Das ist lang genug weg, damit ich mich an nichts mehr erinnern kann. Das ist schon mal super. Zudem. Spectre, moin! Was sagt er? Way too dunk? Was? What? Wir haben ja so einige neue Gesichterchen bei uns und die kennen das wahrscheinlich alle noch nicht. Und deswegen, ja, hatte ich jetzt mal Lust. Mir gehen aber auch langsam echt die Games aus. Muss ich auch sagen. Mir gehen langsam echt die Games aus. Wo ich Bock drauf habe. Das ist echt ein Problem. Und nein, keine Sorge, ich werde nicht schon wieder Mass Effect spielen. Das werden wir nicht machen. Nein. Ganz einfach nein. Ich weiß nicht, was der Spectre davor hat, aber es ist bestimmt ein Emote, was hier nicht unterstützt wird oder so. Spielt halt wieder Crusader Kings. Ja, nee. Also Bock irgendwie schon, aber ich brauche da viel, glaube ich, erstmal Ruhe, mich da hinzusetzen und das selber zu lernen. Das ist mir so im Stream mit Interaktion mit Leuten, ist mir das zu komplex. Ich kriege das nicht auf die Kette. Ja. Genau. Ich bin überlegen, es gibt ja dieses Park Beyond, dieses neue. Da bin ich nochmal am Überlegen. Ob wir uns Park Beyond mal angucken sollen. Weil das gefällt mir an sich optisch schon mal sehr geil. Ist total abgefahren auch. Könnte man sich auch mal dran begeben. An sich, ich hätte auch weiterhin Bock auf Age of Mythology, aber ich weiß nicht, macht halt so den Eindruck, dass das nicht so gut ankommt. Ja, oh, das ist. Hast du. Was ist was, junge Frau? Park Beyond ist ein, also wenn du das meinst, ist ein Freizeitpark-Simulator sozusagen. City Skylines habe ich auch reingeguckt. Jetzt letztens gab es irgendwie ein Entwickler-Video oder was weiß ich. Ey, Junge, wird das komplex. Wird das komplex. Ich meine, ja, du brauchst Strom nicht mehr ziehen, aber dafür ganz viele andere Sachen halt, ne? Also das wird schon. Uff. Die Iresias! Moin! Guten Tag gesagt! Hoffe, dir geht's gut. Servus. Akatihanga. Akatihanga! Servus. Wer kennt's?
Ah. Ja, wie gesagt, Age of Mythology hätte ich auch weiter Bock zu machen, aber ja. Die Zoning mit dem Gewerbe und Häusern und Häusern. Das ist so richtig, habe ich auch so gedacht, das ist so richtig was für unseren Spectre. Da kann er so richtig geil, so richtig tief micromanagen in dem ganzen Kram. Innerlich hieß es bei mir dann schon wieder, oh, Obacht, das ist doch wieder so viel Zeug, wo du dich so wahnsinnig konzentrieren musst und das kriegst du eh nicht hin. Wir können das ja so machen, wir lassen das erst in Spectre spielen und dann erklärt er mir das im Stream, dann können wir doch mal gucken. Aber wie gesagt, Park Beyond, das würde mich auch noch super interessieren. Age of Mythology steht da noch da. Vielleicht sollte ich es auch einfach spielen. Dann habe ich hier noch Black Mirror Point and Click. Das läuft wohl. Aber ja, es hat eine 800x600er Auflösung, die sich nicht komplett über den Screen zieht. Ich weiß nicht, wie tauglich das ist, weil das halt ein uraltes Spiel ist. Das habe ich auf Steam. Und die GOG-Version scheint ja tatsächlich über Fullscreen zu laufen. Aber die wollte ich mir jetzt nicht nochmal extra kaufen. Die sind nämlich immer noch teuer. Für das Alter, das sie haben. Tonstream? Was heißt denn Tonstream? Einfach machen ist die Devise, ja. Aber weißt du, ich kämpfe immer innerlich mit mir. Ich will ja auch nicht zwangsläufig meine Zuschauer langweilen, weil wenn die sich langweilen, dann sind die auch irgendwann weg und dann sitze ich hier wieder alleine und es ist ein Hamsterrad. Ah ja, gut, sehr schön, ja. Ja, mit Musik bin ich ja super vorsichtig, das lasse ich dann schalte ich das Spiel lieber im Hintergrund und wenn das selber einiges an Musik hat, dann ist es okay. Oder irgendwelche lauten Klänge oder irgendwas. So, ja, genau. Wie geht's denn, The Iresias? Bestimmt wieder einen Doppel-Stream gucken. Aber das, was ich dir gesagt habe, ist das der. So. Was ist denn? Heute ist doch Donnerstag, ne? Wo ist denn unser Sondelbar? Ich bin jetzt nicht falsch oder? Heute ist Donnerstag. Da ist er. Junge. Oh, Colonel ist auch da. Moin. Gucke mal. Und ich weiß nicht, ob unser Martin mal zuguckt. Ich habe jetzt ein bisschen viel innerlichen Stress gehabt, deswegen nicht so bereit zur Kontaktaufnahme. Ich werde mich mal so, denke ich, am Samstag melden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er hat. Soll er sich, ja. Ich meine, er guckt ja so oft zu, ohne dass er eingeloggt ist. Deswegen rede ich jetzt quasi so, als wäre er dann wirklich hier. Ansonsten, meine Frau wird das ja weitergeben. Ich kenne sie ja. Er ist es. Alles gut. Gerade am Futtern. Hab mir gerade Süßkartoffelpommes selber gemacht. Oh, ich habe ich hatte keine Ahnung davon, Süßkartoffel gekauft, ab in den Topf geschmissen und gewartet, bis die durch sind. Das kannst du ja vergessen. Also nee, also da war ich zu dumm. Hast du The Council nicht schon mal gespielt? Ja, genau. Im März 2020 haben wir das gespielt. Und es gibt ja verschiedene Wege, dieses Spiel zu spielen. Und du weißt, was das heißt, wenn etwas länger her ist, vor allem schon so 3 Jahre oder so, dann habe ich das vergessen. Dann ist das für mich wieder wie ein Blind. Und das ist gut. Und da wir aber auch ein paar neue haben, deswegen habe ich das vorhin gesagt, vielleicht kennt man dieses Spiel nicht und vielleicht ist das für jemanden dann doch interessant. Und ich fand das Spiel echt nicht schlecht. Hab gerade mein Auto aus der Werkstatt geholt. Der lässt mich nicht mehr gehen. Ach, was? Was hat er denn? Also dein kleiner fahrbarer Untersatz. Das könnte man auch sicherlich mal machen. Beyond Two Souls war auch ein tolles Spiel, ja. Klimakompressor mal wieder hin. Ach du Scheiße. Mann. Ist ja erst der zweite. Innerhalb von welcher Zeit? Alle 1,5 Jahre brauche ich einen neuen Klimakompressor. Okay. 8 Jahre. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange die durchschnittlich halten, aber grundsätzlich ist alles, was am Auto irgendwann kaputt geht, einfach scheiße. Weil es wird so schnell so teuer. Aber da bieten sich auch einige Spiele an. Ich sag mal, hier auch diese ganze
ganze Teenager Mystery, Quicktime, Tralala Adventure-Reihe, die wird sich auch noch anbieten, mal wieder zu spielen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, keine Sorgen, ich werde nicht schon wieder Mass Effect spielen, das mache ich nicht. Habe vorhin schon gesagt, Park Beyond würde mich unheimlich interessieren. Ich hätte auch eigentlich Bock weiterzumachen bei Age of Mythology. Ich weiß nur nicht, wie ihr dazu steht. Weil dieses Spiel ist einfach echt gut. Auch die Storyline ist insgesamt echt gut. Klar, dieses Bauen und sowas, das zieht sich immer ein bisschen. Aber das Spiel selber ist halt echt gut. Und wie gesagt, ansonsten gehen mir echt die Games aus. Bei Audi und BMW war nie einer kaputt. Da waren die zum Teil älter. Ja, das ist nämlich der Schlüssel. Die waren älter. Und deswegen geht ja nichts kaputt. Heute kaufst du ja was Neueres und das muss kaputt gehen. Wirtschaftskreislauf und so. Weiß ich, meine Kühl-Gefrier-Kombination, die ich hier stehen habe, ja? Ich weiß nicht, wie alt die mittlerweile schon ist, aber toi toi toi, noch nie was dran gewesen. Aber die hat mit sich... Da habe ich noch im Malais Center gearbeitet und das muss irgendwas in den 2000 bis 2010er, also von 2000 bis 2010, in den Zeitraum habe ich den gekauft. Jetzt haben wir 2023 und der funktioniert immer noch. Aber 1K ist ein guter Preis. Wenn man die 1K hat, geht's. Wenn man die 1K hat, geht's. Aber wie gesagt, das ist halt, läppert sich was. Was heißt, dann geht die Ölpumpe kaputt. Dann ist der Anlasser im Arsch. Oder was weiß ich, was so kommt. Dichtungsringe oder irgendwas. Es wird alles... Weißt du, die Teile selber kosten nichts. In Anführungsstrichen, nichts. Ich hab sie nicht mehr, das ist richtig. Jetzt kannst ja, hast ja 8 Jahre Zeit vielleicht nochmal. Wenn du den bis dahin noch fährst. Ja, Kinder, das weiß ich ja nicht. Ich meine, ihr seid ja auch nicht viel im Discord oder sonst irgendwas, sonst würde ich da mal eine Spieleumfrage machen. Dass ich da eine Liste reinhaue und dann könnt ihr sagen, was gespielt werden soll. Ja. Wie gesagt, langsam geht es halt auch aus und im Moment habe ich so auf diese langen Projekte, also diese endlos Rollenspielprojekte in Anführungsstrichen. Ich meine, irgendwie Red Dead Redemption hat schon Spaß gemacht. Aber es sind so, mit Open World tue ich mich, glaube ich, schwer, weil die Strecken meist so lang sind und echt, es ist so Fahrt und bei Star Wars ist der Funke auch noch nicht wirklich übergesprungen. Da wollte ich erstmal Abstand gewinnen, aber das Spiel will ich auf jeden Fall noch spielen, weil das war ja auch zum Release gekauft. Das war teuer. Also Star Wars werden wir irgendwann auch noch machen. Auf jeden Fall. Ding dang. Süßkartoffel-Pommes. Ich meine, Süßkartoffel ist ja auch nicht für jeden was, ne? Aber ich höre das immer öfter, dass Süßkartoffel-Pommes halt echt lecker sein sollen. Du hättest Bock, Days Gone zu spielen. Ja, dann mach das doch. Du hast es doch. Oder spielst keiner auf Max-Level. Max-Schwierigkeitsgrad. Oder Star Wars. Mit Salz und Paprika. Ach, aus dem Airfryer hast du den. Okay. Bockt aber eher so halb. Ja, weil die Wiederholung und Wiederholung der Wiederholung ist halt immer schwierig. Das ist so auch mein Problem, sonderbar. Und vor allen Dingen, wenn du dann halt auch streamst, du kannst ja nicht wieder alle Vierteljahr immer gut, mir fehlt da die Motivation. Ich meine, ich sehe es das beim Sully. Sully hat ja jetzt auch Elden Ring oder was weiß ich oder halt diese Souls-like-Spiele auch immer gerne mal öfter gespielt. Aber ich schätze mal mit einem Schwierigkeitsgrad oder anderen Zielen. Ich weiß es nicht. Ich sehe das halt immer nur. Ich bin ja nie am Anfang dabei. Aber ich bin halt das, was das angeht, echt ein schwieriger Mensch. Deswegen habe ich unter anderem damals mit World of Warcraft aufgehört. Weil ich keinen Bock hatte, jeden Tag die gleichen Quests zu machen. Wenn du dann halt Max-Level warst und nur noch die Abwechslung war mit
weiß ich nicht, 24 anderen in einen Raid zu gehen und Bosse zu klatschen. Breath Edge habe ich auch auf der Uhr. Das habe ich auch, das Spiel. Es ist aber wieder komplett auf Englisch, glaube ich. Was nicht so für mich ein Problem ist. Aber das fand ich auch schon interessant. Habe ich auch noch in der Pipeline, ja. Auch mehr Episoden, oder? War das mehr Episoden? Nee, mit Untertiteln. Denke ich. Jetzt kommt mein alter Herr mir direkt wieder hier in den Nacken. Denken heißt nicht wissen, mein Sohn. Nein, aber ich hoffe, dass das mit Untertiteln ist. Ich müsste einfach mal reingucken. Ich glaube, das gab es auch mal auf Epic. Gab es das, glaube ich, mal kostenlos, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, deswegen habe ich das auch. Mit Gummihuhn. Und mit Gummihuhn. Wie hieß der Typ mit seinem Gummihuhn immer noch? Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Wie hieß der Typ noch? Ach Gott, vergessen. Gottlieb Wenderhals. So. Was ein Künstlername. Ich glaube, das war ein Künstlername, oder? Guybrush Threepwood auch, ja. Das ist richtig. Guybrush Threepwood, ja. Ja. Also ich werd mal gucken. Ich werde mal ein paar Spiele raussuchen. Wie gesagt, ich kann immer nur motivieren. Geht ins Discord, um dort Informationen zu bekommen. Wenn wir da ja mal per festgelegten Emotes oder hier, ne, so festlegen. Ich gucke mir das mal an und dann mache ich mal eine Umfrage. Genau. Ja, ansonsten, The Council, ich weiß nicht. Pine habe ich ausprobiert. Hat mich nicht so abgeholt. Hat mich persönlich nicht so abgeholt. Aber es gab es auch kostenlos, glaube ich, bei Steam. Deswegen habe ich das da mal getestet. Ja. Das ist durch, ja schön. Mich freut das auch immer, wenn es halt auch Spiele gibt. Nur weil mir die nicht gefallen, heißt das ja nicht, dass das anderen nicht gefällt, ne? Aber es ist halt so irgendwie... Da muss so ein Funke überspringen. Das Ding muss sagen, so hier wie bei Vertigo. Alfred Hitchcocks Vertigo. Erinnert ihr euch? Junge, ich konnte gar nicht aufhören. Das war so gut. Das hat mich so abgeholt. Wow. Aber es hat leider kein Wiederspielwert. Das ist so das Problem. Es sei denn irgendwann in 5 Jahren mal. Aber das Spiel selber damals saugut. So saugut. Oder was hatten wir hier noch? Hier die Säulen der Erde, wie das sieht. Das ist ja gefloppt. Das Spiel selber ist ja komplett gefloppt. Weil, entweder war der Titel zu sperrig oder weiß ich nicht, was das war. Ich glaube, es lag eher daran, dass die Leute da auch nichts mit anfangen konnten. Viele wussten gar nicht, dass das halt eine Buchreihe ist normalerweise. Das war richtig gut. Ja. Das war so toll. Naja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja auch nicht zu Release gespielt. Ja. Aber ich glaube, der Mut geht auch verloren, einfach mal so kleine Sachen oder unbekanntere Sachen auszuprobieren. Ich meine, das war, glaube ich, auch von Daedalic. Und Daedalic ist immer so Hit und Miss. Entweder knallen die voll rein oder sie machen Gollum. Nur ein bisschen mehr als 1000 Seiten. Ja, komm, Alter. Herr der Ringe, der Hobbit, das Silmarillion. Kommst du auch? Hm? Nein, aber das war schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Das hat mir echt Spaß gemacht, weil mich das Spiel aber auch mitgenommen hat. A, atmosphärisch, B, von den Emotionen, die es da halt so gab, von den Handlungssträngen, von den Irrungen und Wirrungen. So ein Spiel hätte ich gerne im Game of Thrones Universum. Da ich auch Bock drauf. Ah, das wäre... Ui, das wird auch nochmal richtig... Wie heißt das heute? Das wäre anders wild. Kennt ihr übrigens die beiden Punch Club Spiele im 80er Retro-Style? Irgendwie feiere ich die ja, ne?
Weil die haben A, einen super Humor, B, eine tolle Pixelgrafik, C, geilen Soundtrack, eine tolle, habe ich Story gesagt? Auf jeden Fall ist das ja auch so ein Manager und ne, also du musst dich ja selber hochpumpen mit Arbeit und Quests und sonst irgendwas. Einziger Nachteil ist an dem Spiel, es hat keine Tonausgabe im eigentlichen Sinne. Jede Sprechblase muss vorgelesen werden. Kann man machen. Aber die Punch-Club-Teile, toll. Heute hat zufällig der Hand of Blood hat heute den zweiten Teil vorgestellt. Aber, ja mal ganz ehrlich, Hand of Blood, ne? Und textbasierte Spiele, vergiss es. Vergiss es. So lustig der Typ auch sein mag, ne? Aber der hasst es zu lesen, der kann nicht lesen und ist völlig ungeduldig bei sowas. Er hat also alles, was bei jungen Leuten völlig scheißegal ist. Hauptsache er afft da irgendwie rum. Und du als erwachsenerer Mensch, sag ich mal, du möchtest gerne die Texte da lesen und er kriegt alles weg. Und dann sagt er auch immer, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was die... Ja. Ist schon ein bisschen schwierig. Aber gut, das ist sein Stil. Ich klicke das auch immer weg. Warum? Ja gut, das liegt wahrscheinlich an mir, dass ich da eher Story-fokussiert bin als andere. Die sind dann eher aufs Gameplay. Lesen in Games nervt gar nicht. Gar nicht. Also sagen wir mal so. Was ich jetzt auch nicht unbedingt lese, das sind so diese Heinz, die überall rumliegen. Ja, also diese Hintergrundgeschichten, Bücher. Wenn ich ja allein da denke hier, war das Kingdoms of Amalur? Story Reckoning? Ja, ja. Alter Schwede. Da weiß ich vom Gronk, dass der, glaube ich, noch Videos gemacht hat, wo der alle Bücher vorgelesen hat. Alle. Das ist mir auch zu viel. Aber Sprechblasen vorlesen, weil es da um die Geschichte geht. Weil es sind ja auch nicht solche Abschnitte, sondern es sind Sprechblasen, Mann. Habt ihr alle nie Comics gelesen? Was ist da los? Also ehrlich. Hallo Wölfchen. Oh, Wölfchen ist daheim. Ja, dann einen schönen Feierabend und herzlich willkommen. Gut, also ich meine, ich würde es jetzt verstehen, dass du diese Audiokommentare überspringst beim wiederholten Spielen. Warum man das beim ersten Durchspiel macht, ich habe keine Ahnung. Interessiert einen nicht die Geschichte, die dahinter steckt oder sonst irgendwie? Oder weiß ich jetzt nicht. Ich meine, man muss ja nicht alles abnehmen, was die Entwickler sich da so vorstellen und tralala. Natürlich muss man das nicht tun. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich morgen zur Arbeit muss. Warum weißt du das nicht? Wenn dir das heute keiner gesagt hat, brauchst du morgen nicht gehen. Punkt. Außerdem hast du morgen echt schwere Magen-Darm-Probleme. Du hast ja nämlich heute was zu essen bestellt und das scheint echt nicht so toll gewesen zu sein und du kannst das geht nicht. Nee. Ja gut, ich meine, morgen ist ja noch ein normaler Wochentag. Geh hin, biet deine Arbeit an. Wenn keiner mehr ist, fährst du wieder nach Hause. Du hast doch bestimmt Bahncard oder sowas oder irgendwie so eine Flatrate-Karte oder sowas für die Bahn, oder? Du wirst ja wohl jetzt nicht jede Bahnfahrt zahlen. Also das wäre ja noch schöner. Oder hier, wie heißt sie heute? Die Deutschlandkarte oder wie? Ne, wie heißt sie? Hier die 49 € Bahnkarte? Du wirst eine WhatsApp bekommen. Ja, aber Deutschlandkarte. Ah, die heißt auch Deutschlandkarte. Deutschlandkarte gab es doch auch bei Dingens, ne? War das hier Lidl, Penny, irgendwer? Ich weiß nicht. So, mein großer Becher. Ihr seht, der ist wirklich groß, ja. Der ist jetzt fast leer. Geht gleich los mit dem Spiel.
Also, das Spiel ist englische Voiceline und Untertitel auf Deutsch. Es geht halt es ist eine Art Sherlock Holmes Game. Also für euch bedeutet das, ihr dürft gerne miträtseln und auch Entscheidungen gerne mit beeinflussen. Nur ICE kann ich damit nicht fahren. Kannst du schon, sollst dich nur nicht erwischen lassen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt. Dann ICE. Ich meine, du fährst ja jetzt nicht 2 Stunden zur Arbeit, denke ich mal, ne? Also, wo dann ein ICE eine Viertelstunde rausholt auf der Strecke. Wäre ja Quatsch. Ja. Ah. Habt ihr übrigens mitgekriegt, dass Hollywood komplett lahm liegt? Die Autoren streiken und jetzt streiken auch die Schauspieler? Wenn ich Urlaub habe, meine Güte, ich kann nicht mal lesen, wenn ich in Urlaub fahre, was ich vorhabe, werde ich gleich hin und zurück machen. Macht man das nicht grundsätzlich? Naja, aber das macht man doch grundsätzlich, oder nicht? Vor allen Dingen, wenn du jetzt schon buchst und erst in 3 Monaten fährst, hast du auch noch Preisvergünstigung, dann hast du einen festen Sitzplatz und einen festen Zug. So. Wölfchen bleibt einfach da. Glaube ich nicht. Au. So. Ja, das war damals das Schöne, als ich bei der Bundeswehr war. Da konnten wir ICE fahren. Weil wir mussten irgendwie nach Hause. Auf was anderes. Nur von der blöden Stadt. Was ist denn mit dir? Mit Führerschein oder so? Oder Auto? Jetzt geht doch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Das war ein Befehl! Ja, natürlich. So. Kuckuck. Hast keinen Führerschein. Ist zu teuer. Ja, heute ist er echt teuer. Naja, gut, okay. Der Titel kommt mir bekannt vor. Ja, natürlich. Gesagt, hat der Sondelbar nicht aufgepasst? Im März 2020 haben wir dieses Spiel schon einmal gespielt. Und du kennst mich, ich vergesse immer relativ schnell alles. Hab vor, an die Nordsee zu fahren, Ostfriesland. Aber denk dran, du wirst da immer nur alle 6 Stunden auf die Eingeborenen treffen, ne? Nicht vergessen. Hab nächste Woche Urlaub. Ja, selber schuld. So. Episoden. Also, es sind halt 5 Episoden, ne? So. Und wir fangen an mit dem Prolog. Das ist genau das, was ich will. Na, guck. Jetzt kommt, glaube ich, erstmal eine Videosequenz und Blablubsülz und dann müssen wir erstmal kontrollieren, wie das mit dem Sound ist, ob der nicht zu laut ist. Bin ich mal raus aus der Gleichung und dann hier. Viel Spaß. Könnte laut werden. Aufpassen.
Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no Ein Wahrheitsserum anscheinend. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Okay. Sollen wir ihr vertrauen oder sollen wir selber handeln? Also, 1 für handeln, 2 für ihr vertrauen. Ab in den Chat. Na los, haut rein. Da machen, sagt Wölfchen. Visier. Okay, 1-1, okay. Sondelbar hat die Matheaufgabe gelöst, ohne zu wissen, was quasi der die Rechenaufgabe war. So. Okay, der Rest pennt. Alles klar. Nicht durchzählen. Lügner. Sollen wir ihr vertrauen oder sollen wir selber handeln? Sondelbar sagt 1. Der Rest schaut schon nicht mehr zu. Okay, dann müssen wir uns ja mehr beugen. Die RZ, ich hätte auch das andere gerne genommen, aber ja. Der Junge macht. Zeichen. For God's sake, Louis, I told you to let me do it. Nächste gibt wieder Mutter. Mecker von Mutter. You know, I was in control of the situation, Mother. Oh, tell that to your nose. It's because of this kind of reaction that I prefer to work alone.
You ought to learn to trust me, Mother. Can't you be happy for once? We finally cracked the Von Borchert case? He was just a middleman. He would have been more useful alive. How many times must I tell you? Was ich vergessen habe zu erwähnen. Mit unseren Entscheidungen beeinflussen wir den Spielverlauf. Nur mal zur Info. You must never put your life on the line for me. You're much more important than you can ever imagine. Right, let's go now. Das ist schon der zweite Durchlauf, Wölfchen. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich mich damals dazu entschieden habe. Keine Ahnung. Großer böser Wolf. Studio. Well done, Mother. You just had to pick up Von Burchert's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The Council. Die Verrückten. The Mad Ones. Also frei übersetzt. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine. Also Mutter ist It was verschwunden. himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Ja, Freddy, du Armer. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Was bringt uns hierher? Persönliche Gründe, würde ich sagen, oder? Ja. Wir suchen ja nach unserer Mutter. Persönliche Gründe, das impliziert ja, man muss nicht so viel drüber sprechen. Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Ja, wir beantworten jetzt mal korrekt, sonst werden wir schon direkt, glaube ich, verdächtig, wenn wir die Herzogin gehen. That's right. Until now, I've never been invited by Lord Mortimer. You'll see. You won't soon forget it. Given what I've seen so far, I wish I'd been passed over. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Are you all right? Ja, ganz sicher. Aber ja, er ist total in Ordnung.
Oh shit, your hand! So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Ist das eine Vision oder ein Flashback? Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Aber ich glaube, das ist eine Right. Vision, oder? Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. Ja. Rudi. No, Sarah. Don't. No. Der für Clown? No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay for what you've done. Oh, Nasenbluten. Hugh. Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Dass die überhaupt noch atmen kann in ihrem Kleid. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? Oh meine Güte, ist das dunkel. Ihr seht Absolutely need to genug find oder your ist es mother. zu dunkel? Uiui. Okay, schauen uns erstmal ein bisschen um. Ich jag mir mal was Essbares. Etwas langer. Ja, mach mal. Mach mal. Oh, was ist das? Ich will nicht zum Herrenhaus gehen. Ich will mir erstmal umschauen hier. Nichts zum Umgucken oder what? Oh, da. Nein! Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what okay. have you been up to since? Oh, jetzt können wir den Weg auswählen, wie wir dieses Spiel bestreiten. Ob als Diplomat, als Okkultist oder als Detektiv. Erinnert sich noch jemand, wie wir das letzte Mal gemacht haben? Ich glaube, wir hatten die Detektivvariante genommen, oder? Der Diplomat. Der hat seine Stärken in gesellschaftlichen Dingen. Als versierter Redekünstler umschifft er alle Konversationsklippen und kann seine Gesprächspartner nach Belieben überreden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sein liebstes Feld ist das der Politik. Keine Ahnung. Gondelbar sagt direkt die Nummer 3. Der Okkultist ist ein Meister der Täuschung. Überzeugt davon, wie bedeutend Wissen ist, hat er sich umfassende Fachkompetenzen in allen Dingen angeeignet, die die Wissenschaft und Kunst betreffen. Es macht ihm nichts aus, andere Personen auszunutzen und seine eigenen Ziele zu erreichen. Diplomatisch schon mal raus. Okay. Okkultist. Klingt irgendwie mit am spannendsten, weil dann hat man schon mal was mit Okkultismus zu tun, ne? Der Detektiv glänzt bei Nachforschungen. Er ist geübt darin, selbst das kleinste Detail in seiner Umgebung und bei den Personen, die er befragt, zu entdecken. Als zupackender Typ hat er keine Scheu davor, die Dinge direkt anzugehen. 3 oder 3? Also ich tendiere tatsächlich zum Okkultisten, weil Detektiv haben wir schon bei Sherlock Holmes definitiv. Also der war auch überall drin involviert. Der Diplomat, naja, das ist so ein, also ich finde, Diplomatie ist immer so ein Rumgeeier. Ja. Ja. Ich persönlich kann diplomatisch sein. Klingt aber nicht sonderlich spannend. Was Freddy sagt, 2 oder 3. Ja, dann, also ich meine, wenn ihr den Okkultisten nicht ablehnt,
und ich den präferiere, dann nehmen wir den Okkultisten, oder? Einfach mal, also das haben wir definitiv nicht gespielt beim letzten Mal, das wüsste ich. Ich meine, wir hätten Detektiv gespielt. Wäre vielleicht mal ganz spannend. Ich muss erstmal etwas die Augen schonen. Warum? Willst du dich jetzt hinlegen? Ach du Scheiße, gut. Uff. Stufe 0, Fähigkeit wird nicht beherrscht, ja, ist klar. Okay, also, was ist denn das hier? Okkultist schaltet folgende Fertigkeiten frei. Belesenheit, Okkultismus, Heimlichkeit, Wissenschaft, Manipulation. Fertigkeit ist nicht beherrscht. 2 Punkte nötig für die Stufe 1. Wie viele Punkte haben wir? 3. Boah. Gehört das denn auch zum Okkultismus oder? Hä? Aufgrund deiner Vergangenheit erhältst du 1 Punkt in Überzeugung und 1 Punkt in Manipulation. Wo ist denn Manipulation? Kein Punkt in Manipulation. Halt lo. Okkultismus. Schaltet Diagnose und bla bla. Ah, hier unten. Manipulation. Oh, geil. Gut, was brauchen wir denn? Hier, Wissenschaft. Du bestehst auf der neuesten Stand der Belesenheit. Genieße die Vorzüge eines hervorragenden kulturellen Hintergrunds in puncto Kunst, Geografie und Geschichte. Okay, also ich würde einmal einen Punkt in Okkultismus setzen. So. Belesenheit. Manipulation könnte natürlich auch schon echt gut sein, ne? Wenn wir da benötigt aber 2 Punkte, dann sind die schon weg. Sollen wir uns da eher ein bisschen breiter aufstellen? Schlösser knacken, Mühle. Oh, Heimlichkeit wäre toll, oder? Komm, wir nehmen Heimlichkeit noch einen mit. Was machen wir noch? Könnte das natürlich, Geografie, Geschichte, bla bla, könnte bei Gesprächen gut sein. Wo ist der Stand, bla bla, ja, weiß ich nicht. Option, immer wieder, ist aber das gleiche, ne? Blah. Eher Wissenschaft oder eher Belesenheit? Ich meine, da sind viele verschiedene Landsleute da, ne? Landsmänner und Männinnen. Wissenschaft Medizin. Könnte natürlich gut bei der Ermittlung auch sein. Wesenheit. Ja, pass auf. Dann machen wir Belesenheit. Und dann gucken wir nachher weiter. I have been involved in all sorts of unsolved cases. Have you ever heard of the Abbey of Hexham? Vaguely. An ingenious scam involving mass manipulation on a scale never seen before. There was a cavern under the abbey, wasn't there? Exactly. The wind would blow in through spouts, creating a terrifying Schlauigkeit ist So, schön. to stop the howling, Schlauigkeit, the geil. priest called for offerings from the peasants. And if they brought enough money, I'm guessing the priest stopped the howling. A perfect trick to fool simple souls. Admit it, Duchess. That story kept you in suspense, didn't it? Yes, it did. I'm delighted to find out that you were the young and brilliant French investigator. For someone who only remembers the case vaguely, your memories are very clear.
Well, they say I have the memory of two people. Mhm. But please call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Tja, wie nimmt die das jetzt auf, wenn wir sagen, wir erinnern uns nicht an sie? Nein, wir sagen, komm. Nee, wir sagen einfach leider nein. Nachher bildet die sich noch auf ihr Aussehen ein. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering. Das habe ich gesagt. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Siehst du, genau das stop war's. torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London, No. Sorry, I don't remember. in the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Deine Fähigkeiten erlauben dir, versteckte Details zu entdecken. Wähle die am besten zur aktuellen Situation passende Stelle aus, um versteckte Details zu offenbaren. Für die Hinweissuche werden keine Konzentrationspunkte finden. Du musst lediglich die passende Fertigkeit besitzen, um entsprechende Hinweissuche zu gelangen. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Tastet dich ab. Oha, Persönlichkeit. Jede Person, die du auf der Insel triffst, hat ihre eigene Persönlichkeit, wodurch sie gegenüber manchen Fertigkeiten anfällig wird, anderen gegenüber hingegen immun bleibt. Um deine Ziele zu erreichen, musst du die Persönlichkeit deiner Konversationspartner kennen. Wenn du eine Fähigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben und zugleich in den Zustand erschöpft geraten. Nutzt du hingegen eine Schwäche mit der entsprechenden Fertigkeit aus, erhältst du einen Konzentrationspunkt zurück. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Immunität Do you know gegen her? Logik. You'll see, Aha. Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. Jetzt nicht reingehen, I bitte. don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Talente erhältst du in bestimmten Aktionen. Sieh dir die Bedingungen und Effekte der einzelnen Talente einmal genauer an, denn sie stellen interessante Verbesserungen dar. Ja, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen geguckt. So, stopp. Wir müssen einmal zurück. Hier lag irgendwas Glänzendes rum. Kann ja auch laufen. So, da, gucken. Gilet Royal stellt 2 Konzentrationspunkte wieder her. Du kannst nicht mehr als 5 beide tragen. Gilet Royal. Ah, da, okay. Oh, ich kann doch schnell laufen. Sehr gut. Oh, Junge, also jetzt... Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Gut. Danke für die Info, die mich so gar nicht interessiert hat. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Ach, das ist die Map. Aha. Dann können wir da noch gucken nach Charakter. Blend 8. Okay. Kann ich jetzt aber nicht... Oha. Okay. Ja. Ja. Eigenschaften. Was hat er? Charismatisch und gezeichnet. Aber was bedeutet das, gezeichnet zu sein? Ne? Inventar. Was habe ich hier? Archidoxis Magica. Eines der zahlreichen Bände dieses Meisters der Alchemie, der seine Belesenheit und Aufgeschlossenheit dem besseren Verständnis der Welt widmete. Es gab dem Symbol für Zink seinen Namen. Ja, okay, das ist das eigentliche Inventar. Was haben wir hier? Emilys Taschentuch. Blutfleck. Initialen E.H. Ein Brief. Mortimers Einladung. Oh, interessant. Verehrter Monsieur de Richet. Ich schreibe Ihnen, um meine Verlegenheit bezüglich der Situation auszudrücken, in der ich mich befinde.
Wie Sie vielleicht wissen, hatte ich Ihre Mutter, Sarah de Richet, vor einigen Wochen auf meine Insel eingeladen. Wir arbeiteten an gemeinsamen Projekten, Plural, die mit Ihrem Orden zu tun haben. Ihr Aufenthalt hier verlief ohne besondere Vorkommnisse, bis sie gestern plötzlich verschwand. Ich will Sie nicht in Sorge stürzen, aber ich bitte Sie, so schnell wie möglich hierher zu kommen, damit wir Licht in diese Sache bringen können. Vielen Dank im Voraus. Hochachtungsvoll Lord William Mortimer, Marquis von Westfordshire. Okay. So, hier gibt es noch Notizen. Also, sie ist immun gegen Logik. Also, die ist clever. Können wir nicht mal eben so... Ja. Emily Hillsborough ist eine englische Herzogin mit engen Beziehungen zur englischen Königsfamilie. Emily, die über ihre Ursprünge und Herkunft möglichst schweigt, betrat das politische Parkett erst nach ihrer Hochzeit mit einem alten englischen Adligen, die nicht weniger als eine Mischung aus Schein und Vernunft erachteten. Sie ist libertär und modern, aber auch diskret und besonnen. So ist sie immer darauf bedacht, enge Verbindungen zu Kollegen und wichtigen Personen aufrechtzuerhalten. Eine Nutznießerin, die ist nicht dumm. Innerhalb von wenigen Jahren brachte sie es bis zur bevorzugten Diplomatin der Königin. Das war vermutlich auch der Grund dafür, dass sie die Privatsekretärin des Premierministers William Pitt wurde. Was für Gerüchte und Neid sorgte. Als regelmäßige Besucherin nahm Emily Sir Gregory Holmes' Einladung auf Lord Mortimers Insel gerne an. Auf gar keinen Fall würde sie einen dieser berühmten Empfänge verpassen wollen. Ja, das ja. Das sind wir selber. Okay. Louis Morat de Richet, der einzige Sohn von Sarah de Richet, ist ein junger Adelsmann aus Paris. Schon in frühester Kindheit verkehrte Louis in den Kreisen seiner Mutter. So war es nur folgerichtig, dass er an seinem 14. Geburtstag in den Goldenen Orden eintrat, die Geheimgesellschaft seiner Mutter. Der frühreife Louis entwickelte sich an der Seite von Sarah erstaunlich schnell und das trotz der täglichen Behandlung, die sie ihm wegen seiner chronischen Migräne angedeihen ließ. Oh, okay, der ist also chronisch erkrankt. Er stieg stetig im Orden auf, bis er seine Mutter bei Okkultismusfällen unterstützen konnte, für die er ein besonderes Talent hatte. Mit der Zeit formte Sarah ihren Sohn nach dem Bild, das sie sich vorgestellt hatte. Alles deutete darauf hin, dass Louis eines Tages den Vorsitz des Goldenen Ordens übernehmen würde. So, dann haben wir noch den Pfaffen. Da wissen wir noch gar nichts. Außer seine Vita. Seine Eminenz Kardinal Giuseppe Piaggi ist ein Gesandter von Papst Pius VI. Giuseppe Piaggi ist ein überaus fähiger Redner. Seine gesamte Laufbahn dem Dienst der Prinzipien der römisch-katholischen Kirche gewidmet. Piaggi, seines Zeichens ein Mann der Wissenschaft und Freizeitphilosophie. Also gehe ich gleich drauf ein. Konnte schnell in der Gunst des Papstes aufsteigen, der ihn im Geheimen zum Kardinal in Pectore ernannte. Kardinal in Pectore. Ich brauche euch mal. Was bedeutet das? So konnte er sein Vertrauensverhältnis mit Papst Pius VI. Nutzen und ihn bei der schwierigen Mission unterstützen, die Gläubigen zu führen. Nach Einladung durch Sir Gregory Holmes freut sich Piaggi sehr darauf, seinen alten Freund Mortimer zu treffen und ihm gegenüber die Interessen des Heiligen Stuhls zu repräsentieren. Frage. Er ist der Wissenschaft zugetan als Geistlicher, das ist aber eigentlich... Also war das nicht offiziell so ein Ding, Wissenschaft und Kirche, dass das damals überhaupt nicht zusammengepasst hat? Also zumindest öffentlich? Ich bin verwirrt. So, Karte. Okay. Gut. Guck doch mal ganz hinten. In Pectore. In der Brust. Heißt das also, der ist so sein Bro, ja? Also so ein richtig so ganz dicke mit dem Papst. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Oh Gott, also hier mit meiner Beleuchtung, die ist ja so gut. Oh Junge, ist das finster. Hallo. Okay, ich kann mit den Tasten nichts machen. Gut. Oder auch nicht so gut, aber ja. Es ist halt, wie es ist, nicht? Oh. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Morat de Richet. Monsieur de Richet. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible.
Was weiß er denn? What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Fertigkeit ermöglicht die unter Einsatz von Konzentrationspunkten einzigartige Entscheidungen und Aktionen. Je höher dabei die Stufe der Fähigkeit, bla bla bla. Genau. Kleine Anmerkung nochmal meinerseits. Ich hätte es ja toll gefunden. Ich meine, der hat ja so eine Maske auf. Ne? Was wäre denn daran so schlimm gewesen, wenn man selber gesagt hätte, man spricht das ungefähr so. Also irgendwie, weißt du, so. Der hat eine Maske auf. So, was? Befragung noch nicht erlangt. Did anyone see anything else? Unfortunately not, sir. Only lights were seen by servants of the manor, sir. And as I was saying, sir, all the guests were asleep, and no one seems to have noticed anything at all. We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Pass me the handkerchief. But sir, my orders were to give it to my master. Are you refusing to give me my own mother's personal belongings? Even though she was greatly looking forward to meeting your master, she's gone missing. And you seem incapable of finding her. Oh, but sir, please. And to top it all off, you refuse to give me the handkerchief that she so often let me use? Do I deserve such little consideration in your eyes? Is that what you wish me to report to your master? No, certainly not, sir. Please forgive me, sir. I have been such an idiot. Here you are. So, und jetzt lässt du mich da bitte auch noch durchgehen. It is indeed your handkerchief, Mother. Okay. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Genau. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Bin ich denn jetzt hier richtig? Und hier hinten lang, genau. Oha. Ja, das scheint versperrt zu sein. It's locked. I'll never get it open bare-handed. Scheiße. Das knacken? Witzig. Ah, there we are. Ja, geilo. So, dann gucken wir uns mal um. Oh. Oh, da. This looks like a pistol case. Wow. But it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. None of it's telling me anything useful. Nicht weggehen, da war noch was. Gegenstand zum Inventar. Gelee Royal. Okay. Ach, guck mal, wir haben da unten links jetzt auch hier Manipulationspunkte verbraucht. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Aha. What have we here? Ein beschädigtes It's Fass. cannon powder.
The powder's wet. Not surprising, given the dampness of the dock. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear mother, and quickly too. Suche nach weiteren Hinweisen oder geh zum Herren. Hier sehe ich in der Tat nichts, ja? Jo. Ich glaube, hier ist es gut. Da leuchtet immer so ein bisschen, aber das... Oh. Bernsteinstücke. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um 1 Punkt. Amber. Amber. So. Das war's dann hier, oder? Nochmal die Frage. Ist das für euch hell genug? Hatte, glaube ich, vorhin keiner drauf geantwortet, ne? Oh, guck, hier siehst du da beim Vorbeilaufen nicht gesehen. A wooden floorboard. Hell genug, sehr gut. Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Ja, verdammt. Oh, das noch... Ah, okay. Aber uns fehlt da Fähigkeit zu. Verdammt. Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Ja. Somebody replaced it recently, but looks like it's fixed pretty solidly in place. It's going to be tough to rip it out of here. Ja, können wir nicht. Ah, shit! It's not coming up. I'll never manage it barehanded. I need something to lever it with. Ja. Haben wir nicht? Können wir nicht. Das heißt, wir müssen einen Gegenstand finden. Ja, schwierig. Schwierig. Ja. Wisst ihr was, Leute? Ein bisschen heller könnte schon. Powerpuff, Hallöchen erstmal. Ein bisschen heller könnte, sagt sie. Ein bisschen. Steuerung, Sound und Untertitel. Was? Hallo? Kann ich... Ach komm. Es geht irgendwie nicht. Ich müsste das Spiel beenden. Das ist aber doof. Dann muss ich... nee, das... Nee, können wir nicht machen. Pass auf, Leute. Ich habe ein drängendes Bedürfnis. Ich habe ein dringendes Bedrängnis. So heißt es, genau. Ganz kurz schicke ich euch mal für eine Minute eine Pause, sonst ist hier gleich... Ich habe heute sehr viel getrunken. So. Ganz kurz, ja? Ganz kurz. Bleiben Sie uns gewogen. Kleinen Moment. Commercial Break. Ja, er kommt. Oh. Wenn er halb hoch ist, dann komme ich von hinten und dann können wir ihn auch... Also gut, dass man dir nicht zuhört. Wenn er halb hoch ist, komme ich von hinten. Ja. Aha. Nehmen können und einen Erdbüffelversuch machen können, auch wenn ich es noch nicht gemacht habe. Wie fährt keiner? Wie? Den sehst du? Leichter Grafikfehler, würde ich sagen. Leichter raus. Einziehen würde. Hä? Was war das jetzt?
Alter Wichser! Nee, genau das nicht. Genau das nicht. Nein, genau das nicht. Wie versprochen. Hat nicht lange gedauert. Alalalala. Er will mich verarschen. Kuckuck. So. Was ist das? Great. Dankeschön. Honey. Nochmal Gelee. Hör mal, wie viel macht denn das? Wie viel macht denn das? Gelee Royal. Wie viel stellt denn das wieder her? Stellt 2 Konzentrationspunkte. Okay, also dann nehme ich mir mal ein. Man weiß ja nie, wenn das nächste Gespräch kommt. Ne? Also es wäre cool, wenn wir ein Stemmeisen finden würden. Sag ich doch, ne? Sie echt mit der zu beleuchten. Ah, oha. Looks like a bar from an old gate. Ja, nimm mit. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. Natürlich nehmen wir die mit. Damit können wir gleich die Planke bearbeiten. Was ist hier? A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Interessant. Wir sind vorher hierher gelaufen und die hat sich... Oh, guck hier, diese ganzen Punkte. Das war vorher alles nicht da. Honey, the remedy of the gods. Gegenstand zum Inventar. Gelee Royal. Nochmal, okay. I think this chest might belong to Duchess Hillsborough. Er speichert jedes Mal. Kann das sein? Unten rechts? Ah, hier, oder? Da ist... Nee, das ist Spiegelung. Diese Spiegelung, diese Lichtbrechungen, die sind echt gemein. Die sehen aus wie diese hellen Punkte. Und ich kann nichts damit machen. Ja. So, okay. Da ist wieder so ein Punkt. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Da hinten kommen wir nicht hin. Okay. Wie gesagt, ich glaube, hier am Steg ist noch so einiges zum Tun. So, was haben wir denn hier? Nisch? Da ist ein Seil. Komm, steck rein den Kram ins Gate. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Okay, ich hoffe, dass diese Informationen uns nutzen, wenn er sagt, oh, das ist ein Seil, schon lange nicht mehr benutzt worden. Oh. A lantern. Nothing special. Ein Kommentar. Oh. Let's see what's hidden inside. Shit. Let's look. Erwischt uns doch einer. Oh Gott. Auf einem Umschlag sind Ideogramme. Was ist denn das? A letter written in an Oriental language. I haven't the slightest idea what it says. Boah, hier sind so... Oh Gott. The address is 50 Bedford Square, London. Was ist denn daran untersuchen? It's too badly written, I can't make out the address. The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Hä? Mr. Paul Verhoeven. Probably a Dutchman. Niederländer, ja. Gibt doch, ich glaube, doch eine reelle Person, ne? Paul Verhoeven oder Verhoeven. This envelope is meant for the Vatican.
Apparently this letter is meant for Pope Pius VI, born Giovanni Braschi. I wonder which one of these people is influential enough to write to the Pope in person. Würde mich mal interessieren, ob der wirklich Braschi ausgesprochen wird im Italienischen oder Braschi. Das würde mich interessieren. Samuel Ritter d'Auchois. Mother, you test me even when you're not here. It's an anagram of Louis Moras de Riche. You wanted to write to me then. Let's see what's inside this letter. Gut. So. Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Riche. What is your game here, Mother? What are these strange terms? Okay, das sollten wir finden. Na ja, I dann. never heard you speak like that. What's going on here? That you write to me under a pen name, okay. But here you go even further, by trying to avoid raising any suspicions should anyone else read it. I wonder if this Godoy is the person you came looking for. Think! Godoy, Godoy, Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Scheiße. Scheiße. Mann! I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Ja, Mütter erzählen ihren Kindern noch lange nicht alles. Das ist ja normal. Hä? Bei manchen Dingen möchten die Mütter ihre Kinder ja auch nicht belasten. So, also, man kennt es. Naja. Gut, Kinder, wenn ich das nächste Mal wirklich ein großes Speichersymbol habe, werde ich nochmal gucken und ein bisschen die Helligkeit raufdrehen. So, war das hier? Ja. Kann ich die Stange benutzen jetzt, bitte? Ja! Oh, die Hebelwirkung, reicht das? That does it. Let's see what's hidden inside. There's a book and also a bag. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother? Ja, nimm das Zeug, genau. Nicht nur das Buch. Du könntest dir auch mal die Haare bürsten. In Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst. Und hältst dafür die permanente Fähigkeitspunkte. Oh Gott. Aha. Let's look inside the bag. A little food, a few toiletries, a small key, and some kind of black powder. An iron key completely rusted. Nimm den Schlüssel mal mit. Never know. It might be useful. Ob das der Schlüssel für das Tor war? The bottom of the bag is covered in black powder. And judging by its consistency, it's the same type of powder that I found earlier. Also Schwarzpulver, okay. This just gets better and better. Some fruit, a piece of bacon, and some bread. The fruit's still firm. And the bread's a bit stale. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Mhm. Wieso kann ich das immer noch mal machen? Some fruit, a piece of bacon, and okay, nee, dann macht er das bread. Gleiche, okay. The fruit's still firm. And the bread's a bit stale. Kannst aber auch nicht abbrechen, leider. Entschuldigung. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Okay, Tasche nehmen. Right. Just in case, I'll take it all. I'll give it back to Mother when I see her.
So, let's go through this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of a wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that weren't enough, looks now like she's armed. Meanwhile, she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested that she's having a fabulous time here. So odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. Okay. But maybe I ought to move on to the manor now. Gut. They'll be waiting for me. At least I hope so. Dann hauen wir uns noch einmal Gelee Royal rein, damit wir einigermaßen voll mit diesen Punkten sind. Also, wir hatten ja vorhin diese Vision, wo seine Mutter mit der Pistole die Miss Hillsborough abgeknallt hat. Hm? Oh, warte mal, wir haben noch gar nichts über den Diener gelesen. Entschuldigung. Diener. Alle Diener von Lord Mortimer tragen eine Maske. Dies ist ein wiederkehrendes Thema in den Gesprächen der Gäste untereinander. Aber niemand kennt den wirklichen Grund für diese Maskenpflicht. Es könnten ja sowas wie passive Spione sein. Sie stehen bestimmt überall rum, niemand nimmt sie richtig wahr, aber die hören alles. Könnte ich mir vorstellen. So. Es hat gespeichert. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Oh, eine Tür. Jetzt wird's heller. Vielleicht jetzt brauchen wir jetzt ja gar nichts umstellen. Danke. Oh Gott. Der Tipp beim Laden, habt ihr gerade gesehen? Ich glaube, das war noch ausgelegt für ADDs. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Ricci, aren't you? Ja, klar. You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Okay. Listen, if it will help, you can always give it to me. Konfrontation beginnen. Och du Scheiße. Während einer Konfrontation musst du durch mehrere Phasen gehen und dabei so überzeugend wie möglich bleiben. Konfrontationen wirken sich auf den Verlauf der Geschichte aus. Daher solltest du bei Bedarf auch deine Fähigkeiten einsetzen. Wenn wir sie denn haben. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. You're right. I shall see her tomorrow, then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Boah.
Setzen wir Punkte ein oder gehen wir ohne Punkte weiter? Few people know about the legend. You don't know the true story. Unfortunately, no. It's too late now. The finest minds of the century were present, if I'm not mistaken. Yes. Aber wir haben halt auch nicht unendlich von diesen Points, ne? Talking about, if you forgive my indiscretion. Well, how very amusing. My husband. Wir probieren's mal. Nothing strange about that. Be it Mother or myself, our motto has always been discretion in all things, and to promise to never betray a word of honor. Was your secret safe with Mother? It will be even more so with me. You have convinced me. The mystery with which your mother manages her business proves that she carries your motto close to her heart. Your words seem sincere, my son. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? I found out many things. Not everything. Boah. Und ich nochmal, zack, und dann machen wir den hier. Look, you seem hesitant. The simplest thing to do is just to give it to her when you see her. After all, it's not that urgent. Yes. I mean, yes, it's urgent. I mean, what if we don't find each other here on the island? Though I don't know yet when I'll be leaving. I might not be staying for very long. What to do? Can you see a solution? Come on, just give me the letter for crying out loud. I cannot run the risk alone. I am going to trust you. You seem like an honest man. Bingo! Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Letzte Phase. In der letzten Phase der Konfrontation musst du die Person, mit der du redest, überzeugen, indem du die passende Dialogoption auswählst. Wenn du dich falsch entscheidest, wird die Phase so lange wiederholt, bis du okay. Was? Ich hasse meine Nachbarn. Wer fängt denn um 21 Uhr an, die Hecke zu schneiden? Naja, ich sag mal so, bis 22 Uhr darfst du, ne? Your Eminence, that's just not possible for me. Why is that? I've always had a Cartesian mind, and I won't make false promises. I respect you too much for that. I spend my time trying to find logical and reasonable answers to problems which, at first glance, may seem supernatural. I'm not saying I don't believe in God as a concept. I just don't believe in the God of your sacred texts. And I don't want to lie to you. Even though your answer does shock me, my son, I shall only hear your honesty. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Ricci. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her. That time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Wer macht sowas? Ja, keine Ahnung. Also könnte natürlich sein, dass es berufstätige Leute machen, die tagsüber nicht die Zeit dafür haben. Ich kenne jetzt die Nachbarn nicht. Keine Ahnung. Also macht sowas, ja. I found out many things.
Berauscht. Du hast in dem Konsummittel ein... Oh, ein schädliches Mittel. Oh Gott. Nimm ein Goldelixier um dich... Oh Gott, was? Not everything, but yes. Kein Goldelixier. Leck mich. Few people know about the legend. You don't know the true story. Scheiße. Ach, das gibt auch noch eine... Na toll. Gut, wir untersuchen jetzt mal. Vielleicht finden wir hier irgendeinen Kram. Aber ich muss mich wahrscheinlich erst mit den Leuten am Kamin unterhalten. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Ich kann ja sogar die Gemälde angucken. Was ist denn hier los? Oh. Erdsternchen versetzen sich in den Zustand sensibilisiert. Du kannst vorübergehend die Immunitäten und Schwächen erkennen. Oh la la. Geilo. Kann ich die auch angucken? Ja. Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Ah. Okay. Ich gehe mal zu dem Tisch da drüben. Hier gibt's nix. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Was haben wir denn da? Saturn devouring his son. Good God, how awful. Saturn verschlingt seinen Sohn. Disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Okay. What the hell? Gut, ich könnte jetzt zum Kamin gehen. Ich gehe mal hier zu dem Buch. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. Open to Brutus's page. Caesar, stabbed by multiple blows at once, sees Brutus raise the dagger on him. Then, covering his head with his robe, he delivers himself to the arms of the conspirators. Nice family. Let's keep it. Might come in handy someday. Okay, er steckt das Buch ein. Ja, gut. Hat der alle so an, aber wie das so ist bei so Charakteren, ne? Oder bei so Spielen. Weil die sich alle unter Mantel stecken immer. Unglaublich. So, mal dahin, da ist ein Pünktchen. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, George Mr. Washington. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Riche. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why.
You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Scheiße. Don't be, sir. It's not Ich your habe dem fault. Priester doch gesagt, dass meine Mutter da ist. Oh, Fehler. Seriously, though. I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Was? Oh, shit. Ich hab doch was gewählt. Ach komm! Good evening, my friend. Och, der Clown, oder? That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my Wir vision. bleiben beim Washington. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Voll der Geheimbund Sorry hier. to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the Order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking, but I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. Okay. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? When she came to the US, did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order.
I would never have become its leader without her help. We are a new country, and to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. Okay. We haven't found many clues yet. But I did find a book that belongs to my mother. Where did you find it? That's what worries me. I found it hidden on the wharf. Do you think she was preparing to discreetly leave? I don't know. An extremely likely proposition. I'll believe it when I see it. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. The statue is impressive, and so are the paintings. Rubens, the Caravage, Guignero. Lord Mortimer has very good taste, and the means to express it. Oh, I see our young sir is a connoisseur. Yes, in my spare time. Yet, I couldn't tell you who the artist of that painting there is. I think I recognize a theme, but the style intrigues me. Saturn devouring his son. Oh, well, you wouldn't know. The artist is none other than Lord Mortimer. I thought for a long time that the painting wasn't finished, but my old friend assured me it was. Still, there's no accounting for taste. Not very conventional, but it sure does hold your attention. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Es sieht aus, als hätte der Präsident immer Lülle im Mundwinkel, ne? Reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. So, mal ganz kurz. Talente. So, Charakter. Hab ich denn hier irgendwas? Ich habe keine Punkte mehr, ne? Ich habe jetzt hier noch nicht... Was? Ah ja. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends,
I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Hier kann man lesen. Duchess Emily Hillsborough. Jupp. Am Ende des Ganges, sagte er doch, ne? Da ist das Klo. Ist die Hillsborough drin? So, wer ist hier drin? Duke Manuel Godoy. Okay. Huh, that's me. Ah. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um, bevor wir aufs Zimmer gehen. Nicht ins Zimmer, aufs Zimmer geht man ja, ne? Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Okay. Aber wir können wahrscheinlich nichts großartig machen, weil ja eh alle pennen gehen, aber mal eine kleine Übersicht, wer, wo, wie, was. Oh. Gelee Royal. Aber da wir dürfen... haben uns ja schon so ein bisschen weggebeamt mit. Auch ein bisschen viel, was wir da eingenommen haben. Aber gut. Wer hat, der soll, ne? Das ist wieder so eine... Oh Junge, wie groß ist denn das hier? President George Washington. Okay, hier ist Onkel George. Ja. Hier in der Zimmer, ich weiß, aber ich muss hier noch gucken. Gut, hier gibt es kein Schild vor, okay. Wir rennen doch jetzt einmal im verdammten Kreis, oder? Ich habe irgendwo gelesen, 19 Tage soll... Okay. Was Neues. Moin. Dominik, Tag. Na, mein guter, wie ist es? Ja, mal wieder was Neues. Gestern haben wir Broken Age beendet. Ja. Ja, mal abwarten, wie das wird mit Ringe der Macht. Da treten ja alle immer drauf rum. Aber ich gucke mir das einfach an als Standalone-Ding. Und ich gucke es mir einfach an. Sammlermünzen. Ach du Scheiße. Was finden wir denn hier alle? Viel Spaß im Lurk, viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Monsieur Johann van Wöllner. Johann van Wöllner? Okay. Klingt deutsch, oder? Oder Van? Van ist auch niederländisch, oder? Nee. Van ist eher so ein niederländischer Titel, oder? Ich kenne die Bücher nicht, aber ich schaue mir das auch... Das ist immer noch besser als die... Ja, ich sag mal, was heißt Bücher? Ich meine, ich glaube, das Zeitalter ist, glaube ich, nicht großartig erklärt in den Büchern. Meine ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, hier darf ich noch nicht hin. Toll, Alpha-Wand. Oh, sowas mag ich ja nicht. Alpha-Wände finde ich doof. Der Dominik schon wieder geistesabwesend oder was? Oder haben wir zu lange gebraucht zum Begrüßen? Ich habe leider keinen Zeitstempel da. Oh! Goldelixier. Ja, das nehmen wir. Golden Elixir. Consume without excess. Aber das nehmen wir noch nicht jetzt. Ich bin gespannt, ob das weg ist, wenn wir geschlafen haben. Few leaves out of an old encyclopedia. Gut, pass auf, wir gehen mal ins Inventar. Was haben wir denn hier? Parallelbiografien. Eine Reihe von... Ein Punkt in Überzeugung, in Okkultismus, in Wissenschaft. Wir nehmen mal Wissenschaft mit. Oder ist das dann schon gebrieft? Ist egal. Dude. Ah, soweit gut wie immer. Hast mir tatsächlich die Switch aus der Wohnung... Nein. Wie? Was heißt aus der Wohnung? Privat zu Hause? Wir hatten... Hä?
Das würde ja bedeuten, sowas wie Einbruch. Monsieur Jacques Perru? Perru, kenne ich nicht. Monsieur Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Oh Gott, wen treffen wir denn hier alle? Oh Junge. In der Wohnung. Was? Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt. Noch eine Sammlermünze. Okay. Also man muss sich hier anscheinend wirklich umgucken. Für diverseste Dinge. Bin ja gerade ein bisschen geschockt. Kann ich denn nochmal runtergehen? Nein, darf ich nicht. Ich darf nur in mein Bett. Das ist doch scheiße. Na ja, gut. Boah, ich habe heute echt ein Problem, ne? Das war, glaube ich, also zu viel Flüssigkeit heute. Oh, Junge. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Biaggi's trust. What should I do? Oha. Sollen wir den Brief öffnen? Oder? Oh, dann brauche ich meine letzten 3 Punkte. So, hab ja immer mal unserer kleinen Hausgemeinschaft die... Ja gut, das ist klar. Ich meine, auch so mit dem Handheld spielt man. Was heißt Handheld? Man kann es ja gut mit dem Fernseher kombinieren, so ist ja nicht. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Aber jetzt seitdem schließt du bitte immer ab, ja? So, Frage zum Spiel. Da wir jetzt ganz am Anfang sind, ich würde erstmal den Brief nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob wir später noch eine Möglichkeit haben, aber im Moment würde ich es noch nicht tun. Allein um den Biaggi vielleicht. Nicht, dass der den Brief mal wieder haben will und ich habe den aufgemacht. Weißt du, was ich meine? Wenn nur der Schnapper in der Tür ist, kann man die echt leicht... Man braucht mal... Ja. Ich will ja nur am Monitor und nicht hinter... Ja, du, das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Ich will es nicht aufmachen. Ja, ich sehe das genauso. Damn. Can't wait to open it, but I gave my word to Biaggi, so... Too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Toll. Dankeschön. Also, wir bekommen nicht nochmal die Möglichkeit, den Brief zu öffnen. Das ist doch nicht... Andersrum ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, weil wir ja, Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Grundsätzlich ja verschwiegen sind. Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Also, weißt du, was ich meine, ne? Also, wirklich, da dann auch Vertrauen behalten. Schloss knacken. Komm, das, aber das, ich weiß, nee, wir machen so. Ich weiß nicht, ob wir morgen früh Punkte dazu bekommen. Das weiß ich nicht, weil ausgeruht und so. Deswegen würde ich das jetzt erstmal noch, zurückstellen, das Öffnen. Karmelitengeist. Mit Karmelitengeist versetzt du dich in den Zustand fokussiert. Der nächste Fertigkeit kostet dich nichts. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Great. Honey. Honey. Okay, hier können wir wahrscheinlich runter gucken. Toll. Super. Ja, besser ist Dominik. Ah, das ist ja eine Scheiße. Du kannst heute keinem Menschen mehr vertrauen. Erstmal ohne Quatsch. Greek drachma. One of the rare ancient coins. Das ist mittlerweile so traurig. In the Bible and in the Quran. Ja, da ist ja auch nichts gegen zu sagen, aber das Problem ist halt wenn du so große, weiß ich nicht, ob du schon einen Sicherheitsschlüssel hast oder noch diese, wie früher bei den Kellertüren, die großen. Ja, da gehen wir mal nicht rein, warte mal. Du weißt, was ich meine, ne?
Also ein BKS-Schloss oder so. Okay, das ist nichts mehr. Aber dass man den Menschen heute... Ja, das ist, aber man sagt ja auch, Gelegenheit macht Diebe, ne? Darf man auch nicht vergessen. So. Wo bin ich denn? Junge Ruckel, was war denn das? Inferno by Dante. Ah, das hatten wir schon. Ja, wir sind wieder hier. Abandon Okay. hope, all ye who enter here. Lovely lectures, Mortimer. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. Alter, was ist denn das It hier? always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I would like to be his son. Naja, aber das sah anders. Oh, alter Vater, guck dir das mal an. Aber das sah ja in der Halle, sah es ja etwas anders aus. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Super. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier aber auch erstmal alles abgesucht. Alter Schwede, ey. Aber man muss wirklich genau hingucken. Oh, wow. Hä? Pixel War Dings? Was heißt denn Pixel War Dings? Also was ich weiß momentan ist, Dave the Diver ist, glaube ich, momentan der letzte Shit. Okay. Ich hätte mit dem Holmes eine unerwartete Begegnung haben können. Ach, wahrscheinlich mit der jungen Dame, die ja oben rumgefahren ist. Ja, hatte vor kurzem tatsächlich so ein altes Kellertürschloss. Allerdings wohl eines, wo der Schlüssel etwas besonders war. Aha. Hilft natürlich nicht, wenn man nicht... Ja. Gut, da kannst du jeden Sicherheitsschlüssel der Welt haben. Geil. Was nehmen wir denn jetzt mit? Pass auf, wir machen... Pass auf, ich werde jetzt nicht in den Pausebildschirm gehen. Ich werde euch mal ganz kurz alleine lassen. Ich muss schon wieder aufs Klo. Ja. Überlegt mal, was wir mitnehmen sollen. So. Und dann sagt ihr mir das in 30 Sekunden bis einer Minute. Bin sofort wieder da. Kleinen Moment, tut mir leid. So, da ist er schon wieder. Ein Skill zum Leute. Sowas, wenn es sowas gibt. Ja, gucken wir uns jetzt gleich an. Ist das wieder was Komplexeres hier? Was heißt komplex? Also es ist ein Detektivspiel, was sehr viel mit Intrigen und Machenschaften im Hintergrund, da geht es um den Geheimbund. Ich habe das vor 3,5 Jahren schon mal gespielt, das Spiel. Aber wie das dann so ist, aber Gott sei Dank bei mir, ich vergesse ja immer vieles.
Und du hast zwei verschiedene Wege, an das Ganze ranzugehen. Wir hatten uns jetzt dafür entschieden, dass der Hauptweg Okkultismus ist. Dann gibt es noch den Detektiven. Und was gab es da noch? Den Diplomaten, ne? Und so soll das Spielerlebnis jeweils ein anderes sein. Ja. Gucken. So. Wo ist mein Gamepad? Da. Gut. Stufenaufstieg bringt dir 3. Okay. So. Ein Skill zum Leute beschwatzen. Das ist so Manipulation mäßig, ne? Aber es steht halt nicht grundsätzlich dabei. Ablenkung ist... Oh, Ablenkung ist natürlich auch geil, aber... Was ist dann der diplomatische Weg? Vorhin haben wir Sachen wie Psychologie gebraucht, ne? Hm. 3 Punkte nötig für Stufe 1. Bitte. So, wieder da, aber nur physisch. Warum? Junger Bursche. So, Etikette, ja. Politik. Sprachen fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Veranstaltung, okay. Ja, Leute, Überzeugung, das ist ja das, was wir belabern haben. Das haben wir ja. Also zumindest eine Stufe. Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Ach, Schlösser knacken können wir ja gleich auch noch. Okay. Was haben wir? Das haben wir Manipulation. Da haben wir ja einen dazu gewonnen. Okay. Naja, was heißt denn übrigens, Dominik, wieder etwas Komplexeres? Du kannst alle möglichen... Gut, das hätte mir jetzt bei dem Brief geholfen, den ich gerade im Postkasten... Politik... Sollen wir Politik mit rein? Ich meine, da sind ja sehr viele verschiedene Länder. Sollen wir da die Politik mit reinnehmen? Aufmerksamkeit hätten wir vorhin auch schon gebraucht, ne? Ja, verdammt nochmal, was nehmen wir denn? Ich kann mir echt nicht... Das klingt alles so gut, aber man weiß auch nicht, was als nächstes kommt. Ich glaube, ich würde Aufmerksamkeit mal mitnehmen. Aber es verschwendet dann halt schon 3 Punkte, ne? Ja, bequatschen haben wir ja hier. Überzeugung.
Nee, haben wir nicht. Doch. Aber wieso ist denn da ein Kreis drin? Okay, machen wir so. 3 Punkte verfügbar, wenn ich jetzt hier einen reinmache. Okay, Aufmerksamkeit. Oh, sehr gut. Dann nehme ich die Wissenschaft noch mit. Und Manipulation, oder? Oder sollen wir mehr Heimlichkeit gehen? Manipulation oder Heimlichkeit? Was meint ihr? Wobei ich Manipulation ja schon sehr stark finde, ne? Wenn du andere Leute da bequatschen kannst. Ich nehme das mal so. Ja. Manuskript wählen. Hier kannst du festlegen, wer Abenteuer. Hier ist Manuskript, bringt am Ende des Kapitels Fertigkeitenpunkte. Okay. Kann nicht ausgewählt werden, finde alle Teile. Ja, schön. Ein Punkt in Wissenschaft, ein Punkt in Okkultismus, ein Punkt in Überzeugung. Uff. Sollen wir die Überzeugung mitnehmen? Oder was meint ihr? Das ist, ey, man muss hier ganz schön interessant wählen. Uiuiui, Überzeugung, sagt Freddy. Okkultismus, Wissenschaft. Puh. Das Disney auf LSD-Spiel war jetzt nicht so vielschichtig, oder? Du meinst Kena? Ja gut, das war ein Souls-like, ne? Also ich meine, ja. Ich meine, im Grunde war das Spiel wirklich nur schön anzugucken. Du läufst in der Gegend rum, erlebst eine kleine Geschichte und hast aber böse Bosse zu bekämpfen. Ja, das ist halt, ich sag mal, bei Dark Souls oder sowas sehr ähnlich. Your turn? The servants are not very efficient. Durishay can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durishay's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. Das ist Napoleon. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? Was ist denn mit? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, come. Take a seat, my friend. Ich mag diesen Clown nicht. Warum war ich das letzte Mal hier am Schimpfen? Oder wie du sagst, am Schmimpfen? Und warum sieht mein Charakter in dieser Vision so, als wäre der gerade von einer fremden Insel gerettet worden? Von einer einsamen Insel. Jetzt bin ich wieder ein Diener?
A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. I'm coming. Lass mich doch in Ruhe. Ja, leck mich. So, wir haben also den negativen Einfluss auch verloren. Ja, klopft du dich Dear tot. Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Boah, können die mal aufhören, permanent zu klopfen. Ich hab doch gesagt, ich komme sofort. Nimm dir nicht mit die. The incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. Golden Elixir. Golden Elixir, ja, sehr gut. Junge, sind die anstrengend hier. Excuse me, am I bothering you? No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Wir gehen mal dem Washington helfen. Ich glaube, wir helfen dem mal. Das ist vielleicht nicht schlecht für die Zukunft. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Bromance klar machen. Count on me, sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Also erstmal so denken, wir sind mit allen Buddies und dann spielen wir die gegeneinander aus. Das wäre doch geil. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Kleine Salon, wo war das denn? Downstairs, hat er gesagt, ne? Also unten. Wer lauscht denn da? Ah, my son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in the small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about.
Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Naja, ich weiß ja nicht, ob das so gut war. Who do you think you are? Oha, mehrere Wege. Es gibt nur mehr als einen Weg, dein Ziel zu erreichen. Dementsprechend kann es sinnvoll sein, nicht sofort den ersten Weg zu nehmen, der sich dir zeigt, sondern weiter zu suchen. Ich habe eigentlich jetzt den Fehler gemacht, in den falschen Salon zu gehen. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you! Stay out of it! This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. Bitte, was für eine Sprache? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it, what should I do? Oh, shit, ich muss. Es geht nicht Let her anders. go! Huh? Stay out of it, boy! Shit. What are you playing at? I told you to mind your own business, boy! If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. Sir, you obviously do not know who I am, or you'd keep your distance. Ooh, one more like that and I'm gonna get scared. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. Wir sind nicht in Paris. On top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay. Wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots. I believe in man. From speech comes dialogue. From dialogue, peace is born. And from peace, great destinies flourish. Oh Gott. The fuck are you talking about? I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move. We're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. Jemand hat dich aus der Fassung gebracht. Der Einsatz von Fertigkeiten kostet dich mehr Konzentrationspunkte. Nimm ein Goldelixier, um dich zu heilen. Was? Was war denn Goldelixier? Ist es das? Think about it. You know your head will roll tomorrow if you shoot. Wanna bet? Sure do. Oh, Gott sei Dank. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. You got off easy this time, but don't try it again. Uff. Oh, da liegt was. Hahaha. The brooch Elizabeth was wearing. Huh. She was so frightened she was unaware that she'd lost it. Yeah, well, it didn't seem to do her much good. Okay, oh, Scheiße. Den anderen Auftrag haben wir damit versemmelt, glaube ich. These look like pages taken from an ancient encyclopedia. There's a pattern with 5 circles on this chest. Ja, wir knacken das. Komm, ist egal. Ausgelaufen. All right, I've retrieved everything. Das hier ist sehr schön. Wir nehmen aber jetzt noch einmal das hier und davon haben wir jetzt zu wenig, um irgendwie sinnvoll damit noch hinter. Ist egal. Oh, da liegt noch was. Was haben wir gegen Gelee Royal? Sehr schön. Ah, nee. Ach, das ist eine Reflexion. Guck mal hier, wie sich das spiegelt. Sieht aus, als wäre das ein Ding zum Aufsammeln. Naja, gut. Don't hold them on nicht, gell? So, haben wir dann hier noch irgendwas? Hallo? Sammlermünze. Ach, Manu.
Ich brauche hier was Praktisches, Leute. Also wirklich. Verlasse den kleinen Salon. Dreck. Well, did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 minutes. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for, didn't you? Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. You can always go back. It's too late now. Jetzt ist er böse auf uns. Golden elixir. Consume without excess. Ach toll. Geh wieder ins Bett. Ja. Das könnten wir tun. Aber wir haben auf der Seite hier auch noch eine Tür. Ich möchte mal gucken, ob wir da rankommen. No. Dürfen wir nicht. Wir müssen jetzt ins Bett gehen, finde ich. So. Wollen wir bei George Washington nochmal anklopfen? Wollen wir vielleicht versuchen, mit ihm zu reden? Wer war das hier? Duke Manuel Godoy. Mr. Godoy. Godoy, Godoy. So, das ist meine Bude. Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I Ich wusste es. Why do you ask? I have a name to add to it. Here it is. Thank you, my son. Gott sei Dank haben wir den nicht aufgemacht. I see that it's still sealed. I was right to put my trust in Gut. you, Louis. Give me 1 second, please. I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please, be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Ach, den Leuten, okay. Du darfst niemandem vertrauen. Du darfst echt niemandem vertrauen. Katastrophe. Ja, G? Louis, you're straying from your objective. Oh. Louis. Brother, Louis. I'm exhausted. I better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Ach du Scheiße. Ach du Kage. Naja. Na, immerhin. Gut. Hm. Sondelbar. Oder Freddy.
eine Sperre umgeht. Unter Beobachtung. Direkt mal bitte melden, den Scheiß. So. Puh. Das war... Big Mac ist doch Dingens hier von Monte, oder? Heimlichkeit werde ich nochmal nehmen. Kannst du den nicht löschen? Warte mal, ich kümmere mich mal eben drum. Ihr seht den Kommentar aber auch, ja? Warte mal, Leute, ich muss mich mal eben drum kümmern. Entschuldigt. Ja, okay, weg. Ich sehe schon. Ja. Okay, super, dankeschön. Alles klar, danke. Gut. Ich sag mal so, Spectre, wenn du jetzt den Onkel Monte meinst, da gibt es Schlimmere. Also wesentlich Schlimmere als den. Und, wenn ich mich damit in die Nesseln setze, ich finde den gar nicht so kacke, weil er sich halt verändert hat mittlerweile. Aber man muss halt aber auch sagen, bei manchen Sachen ist er nicht die hellste Kerze auf der Torte. Muss man auch einfach sagen. Der Typ ist ein zweischneidiges Schwert. Aber okay. Gut. Heimlichkeit, das brauchten wir nochmal. Das ging jetzt hier drum. Mühle, Schlösser knacken und zielsicher Fälschungen erkennen. Sehr gut. Wissenschaft. Boah. Was haben wir hier? Papa Platte verstehe ich ja am wenigsten. Was pushe ich? Komm, ich gebe den Okkultismus mal nochmal ein. Überzeugung. Dem gebe ich auch nochmal einen. Was ist das hier? Etikette. Politik. Und das nehmen wir mit. Okay. Hast du den nur gelöscht oder hast du den auch irgendwie gebannt oder sonst was gemacht? Gemeldet? Irgendwie sowas? Was ist das denn mittlerweile wieder? My vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Okay. Maybe she left me something behind. Okay, jetzt muss ich das... Okay. Wissenschaft einmal mit. Gut. Was haben wir denn hier? Nice one. Okay. Nothing. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Erdsternchen. Was haben wir denn da stehen? Writing material. Aufmerksam. Okay. Schei. I haven't even had time to unpack my cases. Ja, dann mach das doch jetzt.
I haven't even had time to unpack my cases. Dear Monsieur de Richet. Das hatten wir doch schon. Warum war... Hä? The inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Ein etwas neueres Spiel? Route 96? Nee, das war ja nicht nur ein Mädel, da hat man ja verschiedene Charaktere gespielt. Bei Route 96. Sehen wir ein bisschen mehr von dem Spiel vielleicht. Vielleicht finden wir es raus. Ich weiß, dass er bei The Witcher Trolle gespielt hat, gesprochen hat. Das weiß ich wohl. Und was ist das hier? Ja. This room looks unoccupied. Wie hieß das denn noch? Das mit den Superkräften, beziehungsweise... Die hat doch diesen Bruder. Ah Mensch, wie hieß denn das noch? Habe ich doch auch gespielt, glaube ich. Beyond Two Souls? Farbenfroh war? Scheinen hier irgendwie einen Fernglas oder sowas zu brauchen. Oh, was ist denn das? Here's something will undermine my botanist's appreciation for the local climate. Bus in der Klappe. Da bin ich raus. A priest's robe, crosses. Must be Piaggi's room. Suche nach Hinweisen über deine Mutter. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. A Voyage Around the World, the travelogue of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. Aber was ist die Handlung dieses Spiels? Barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Das könnte auch sein. Life is strange. Come on, Stimmt, Louis, think. aber Think. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Toll. The message is illegible. I have to keep searching. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Das ist der zweite oder dritte Teil gewesen. I don't see how it's technically possible for one type of ink to reveal another. It doesn't make sense. Finde etwas, um die geheime Botschaft aufzudecken. Ja, das könnte doch dann, wenn dann, die Zitrone sein, oder? I haven't even had time to unpack my cases.
Kerzenständer hat er jetzt genommen. Hm. Aha! It's working! The heat reveals the message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. After that, she adds, beware hero. The beast always charges the best protected soldier. And that's its weakness. What is my mother trying to tell me? Das frage ich mich auch gerade. Gone to so much trouble. You must not have only found something important, but you must have also felt like you were in great danger. Now I'd better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Spectre auf ein Game zu kommen, ist aber auch ein weirder, ne? Take. Also. Das ist doch hier nicht normale Abnutzung. Das ist doch ein Regal, das hin und her geschoben werden muss. So. Oh mein Gott. Er möchte sich halt proven. Gewiefter Kontakteknüpfer. Freut sich immer über Gesellschaftstreffen, die an... Ah, okay. War Peru nochmal? Ach, er hier. Boah, die sieht aber nicht gut aus, die Dame. Ist an der rumgedoktert? Sag mal, ist sie ein Lobotomie-Opfer? Ja, Geburt abgelehnt, offizielles Zukunft an. Bipolare Störung. Stark, schrecklich, Angst. Trotzdem. Behandlungsversuch. Die hat doch eine Lobotomie gekriegt, oder? Guck dir mal die Narbe an der Seite an. Nun gut. Was haben wir denn da? Da. Nothing here. I wouldn't mind a nice, strong coffee, though. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. There's a note. Effects of Sœur de Richer, to be given to her son, Louis. I should probably take it. All right. I've retrieved everything. War das sie geholt? Den Heinrich? Was, den Heinrich? Hä? Die hat keine geklatscht bekommen. Das, nee. 100%. Das wird auch in die Zeit ganz gut reinpassen, medizinisch. Der Lobotomie. Bipolare Störung, trotz Behandlung, bla bla. Und alles, was mit dem Kopf gemacht wurde, da wird gerne mal reingebohrt. Das hier. Look. Markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Das ist eine Secret Passage. 100%. Guck dir das doch mal an. Das ist doch im Bogen verlaufen die doch. Das kann man... Wie kann man das nicht... Also meiner Meinung nach nicht... Wie kann man das nicht erkennen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ach, den Heinrich. Ja, so heißt ja der Hauptcharakter, der Bauerntölpel. Der versucht, fechten zu lernen und Bogen zu schießen. Bogenschießen zu bewältigen. So rum. So, okay. Notizen. Inventar.
Habe ich hier sonst noch irgendwas? Das hier verstehe ich ja noch nicht, ne? Das ist wahrscheinlich je nachdem, wie man es anwendet, oder? Okay. Gib dich in den roten Saal im Erdgeschoss. Na gut. Zweimal. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Anderen Räume? Na, das gehen wir erstmal nach unten. Ja. Gucken wir mal. Also wir lernen Klösser schnacken. Klösser knacken. Wir können damit nichts anfangen. Außer halt diese Schatullen zu öffnen, aber ich hätte mir da eigentlich was anderes drunter vorgestellt. Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Das war doch der Präsident, oder? Ja, George Washington. That's the door to Elizabeth's room. For God's sakes, what happened in here? Holy! Du meine Güte, was ist denn hier los? Ach, Schatulle. A chest with a half-circle pattern. Lassen wir erstmal stehen. Vielleicht finden wir hier ja einen Schlüssel, oder? My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day, I promise we shall come and see you. Your loving father, John Adams. Elizabeth war doch die Adams, ne? Don't hold it against your mother. She still isn't ready. Please don't judge her. I'm sure you'll be able to put all of this behind you one day. Nein. Wo war das denn noch? Ja, doch. Genau, Elizabeth Adams. Sie ist das. Alter, das geht ja nie kaputt. Ja, geil. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. These are magnesium crystals. A fairly effective remedy for easing anxiety. Kristalle verzehren? Sollen wir das ausprobieren? Sollen wir die essen? Da können wir gleich nochmal dran. Rein. Ja, klar. Ich betrifft das ja nicht, ne? Ist klar. Komm, zieh dir alles weg, was du findest. Ich gucke mich aber vorher nochmal einmal um. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. August 24th, 1792. Elizabeth, I'm driven to despair and doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters.
Father controls my correspondence more and more. I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you. But they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Your loving sister, Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. She spent a long time speaking with Father. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. Wer ist der Vater dieser Elisabeth, dass der Französisch spricht? 30 November, 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Father told me it was for your well-being, but I can't help but blame him. He claims that your condition has worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were, believe me, I'd be at your side. I haven't received any news from you in a long time. Please write. Your loving sister, Abigail. P.S. I hope you like the enclosed talisman. Okay, Talisman heißt auch Talisman auf Englisch. Weil hier liegen ja überall Schriftstücke. Was ist denn hier los? June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again, at long last. Write soon. Your loving sister, Abigail. P.S. Don't forget to tell me what present you want. A novel of the initiation of a young woman into polite society. Psychologie. Sammler Münze. Was haben wir da? Karmelitengeist. Ja. Was macht denn den Karmelitengeist nochmal? War das zur Erkennung von Stärken und Schwächen anderer Leute? Ich weiß aber gar nicht, wann ich das einsetzen muss. Ja, also hier... Lustigerweise im Pentagramm ist so gar nichts zu erkennen. Die Wände dürfen wir anscheinend auch nicht unter... Ja. Oh, mit dem Brief schon? My dear Elizabeth, I'm writing to inform you. Hatten wir schon. Okay, ja, dann müssen wir uns jetzt noch das... Aber ich habe keinen Schlüssel gefunden. Wollen wir erst die Truhe einmal öffnen? Also, das waren die. Ja. A box containing some kind of white crystals. Gucken wir uns gleich an. Warte mal. Kein Schlüssel? Was ist das da oben? Devil's Thorn. Erdsternchen. Oh Gott, keine Ahnung. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, Spectre wegen Currywurst Pommes, kauft dir beim Aldi die Currysoße. Die ist super lecker. An untutored hand copied these notes. Looks like a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Oha. The note suggests binding the feet and hands, then blocking the jaws using a piece of cloth to prevent the tongue from being epileptische Anfälle. That looks like a method to control an epileptic fit. Sag ich doch. I wonder if Elizabeth is the one being treated for that illness. Sollen wir die nochmal analysieren? Feet and hands are bound. A piece of cloth in the mouth prevents the tongue from being sectioned. Muss mal genauer hingucken. Preparation for an exorcism. Is Elizabeth really possessed? Gut, dann hauen wir uns jetzt mal das komische Zeug da in den Kopf. Oh,
wenn meine Frau jetzt noch zuhören würde. Kinius-Würste sind sehr lecker. Die sind wirklich sehr gut. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Well, let's see what it tastes like. Ugh. I really need to stop tasting everything I find now. Konzentration kann nicht mehr verwendet werden. Toll! Pizza-Leberkäse auf Brötchen. Pizza-Leberkäse. Du bist aber auch völlig... Pizza-Leber. Also entweder Leberkäse oder gar nicht. Pizza-Leber. Hol dir ein paar italienische Kräuter und mach die da dann drauf. Das ist auch Pizza-Leberkäse. So. Gehe ich jetzt wieder zurück, oder? Ja, oder? Nee, doch nicht. Gut. Gehen wir mal ins Erdgeschoss. Pizza-Leber, Käse ist lecker, aber ist kulturell echt eine Sauerei. Pizza-Leber. Ist genauso wie Nudeln auf der Pizza. Ihr Banausen! Jetzt grätscht mir noch Sondelbar von hinten in die Achillessehne und sagt, oh, ist voll lecker. Und das als Norditaliener wahrscheinlich noch. Also wirklich. Oh! Decorum Guide. Gut, gut. Warten Sie. Hier runter, wenn ich darf. Darf ich? Ja! Auch gerne Kabel. Echt ist er nett. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Aber gerne. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. You didn't happen to lose this, did you? Where did you find it? In the small salon. It's the only reminder I have of my beloved sister. I thought that swine stole it from me. You're her son. Sarah de Richet's son. Yes, why? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Excuse me, but speaking frankly, why would you care? I know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. Uh-oh. No, I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? I want to find out what really happened. No, you really don't want to know what your mother did when I shed my first blood at puberty. On the contrary, you can tell me anything. Let me be my own judge. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me.
The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Haven't you got a sister? Yes. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's coming for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. Die sieht echt nicht gut aus. Hot Dogs. Ich finde immer, das Problem ist, wenn man solche Wünsche hat, so etwas zu machen, dann möchte man, was weiß ich, 2 Stück davon essen. Aber die Zutaten, da holst du, also bist du immer gezwungen, was weiß ich, alleine eingelegte Gurken schreiben oder sowas, ja? Du kriegst du doch nur in XXL-Portionen. Das ist immer so die Katastrophe. Finde ich. Und auch die Soßen dazu und so, das ist ja, weiß ich nicht. What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Wie hieß das? Karmelitengeist, Erdsternchen. Goldelixier war zum Heilen, ne? Erdsternchen, Bernstein. Ist ja nochmal. My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Hast du recht, Dominik. Und wenn du die kleinen findest, ja. Okay, das war doof. Ja, Buch. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir, and I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Boah. Später. Ich denke, das machen wir später. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ob hier noch irgendwas rumsteht, rumliegt. Nachspiel, bla bla.
konnte man sich nur setzen. Ansonsten... Junge, was ist das für eine komische Beleuchtung? Ah, Europa. Guck mal. Ja, das ist echt scheiße, wenn man nichts einfrieren kann. Ach, du schaust aber nett aus. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army, and Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Ach, Tribunal. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted. Volner and Piaggi seem to be getting along well. My friend. Surprising when you know Volner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Croix Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting political protocol. Don't trouble yourself. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. Schöner deutscher Once the French Akzent im crisis Englischen. is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Yes, that's it. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Psychologie und Politik. Toll. Yes, Etikette. thank you. I had a moment of absence, but here I am again. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur... Louis Moras de Richet. De Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? Does not know of her, sir. I am just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal. And right he was, too. Have you any information on this Napoleon?
What do you think, madam? Please, go What is this Bonaparte doing here? The presence of a soldier is never a good sign. It can only mean there's going to be further war. My friend. To answer your question, I only know that his family were in favor of the revolution, and that it almost cost them their lives. Thank you, that's helpful. Really now? Oh? Monsieur de Richet? It would seem we have common interests. Could we speak in private, please? I heard the news. What a story. Man kauft auch keine lose Paprika. Hol dir die Dreierpakete, das geht auch. Oha. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. No. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Surely such an amount will buy twice as many cannons. Don't try to pull a fast one on me. We're both young, but we are not naive. Please don't be offended. I just wanted to make sure you knew what you were talking about. Oh Gott, okay, richtige Antwort. Uff. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share this Interessiert mich the Frankreich? future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? I think what France is lacking today is a truly strong leader ready to govern her. Someone who will restore her luster, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I Gut, dass wir ein bisschen in Politik and I haben. agree. Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Reflections on the Revolution in France. Monsieur Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. My friends, I would like to say a few words, please. I would like to thank Lord Mortimer, and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is eminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present,
as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Wisst ihr, habt ihr gesehen, wer am Tisch fehlte? Napoleons Zimmer habe ich nicht durchsucht. Na toll. Ja. Wie gesehen, wer am Tisch gefehlt hat? Die Elizabeth. Nein! Oh, schade, wir waren so gut. Naja. Oh mein Gott. Ein Stuhl bringt nicht Dreck. Etikette. Boah, Etikette sollten wir vielleicht mal mitnehmen, oder? So, machen wir gleich 2. Aufmerksamkeit, Befragung. Psychologie und Befragung. Gut. Welche Mayo ist denn das? Alright, let's recap. Before dinner, I was Dass sie so going to teuer geworden ist. investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Okay, was nehmen wir denn jetzt mit? Etikette können wir noch mitnehmen. Oh, ich dummer! In den Ort, den deine Mutter beschrieben hat. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, toll. Noch ein paar Essensreste einpacken? Mal hier, die Schweine. Mal hier, also wirklich. Also, dass man eine Serviette auf den Stuhl legt, eine Textilserviette, ja, das mag noch funktionieren. Aber einfach mal auf der Erde. Oh, das waren wie. Nee, wir haben hier gesessen. Das waren wir nicht. Unsere Serviette liegt fein neben mit dem Teller. Hier, Washington, der Sack. So ein Schlömpel. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my Heinz, son, okay. sin no glad, So teuer. most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. To tell you the truth, not really. You are right. Be positive. Perhaps Sarah is in the company of Lord Mortimer, and they will both turn up shortly. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? Also ich habe ja ein Faible, also wenn ich mal Mayonnaise esse, wenn ich da richtig Bock drauf habe, ich mag lustigerweise, hört sich wahrscheinlich total banal an, aber die Miracle Whip Salat Mayonnaise esse ich auch zu Pommes. Ich weiß nicht, die schmeckt mir richtig gut.
If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then, I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. Ich finde es super geil, dass die alle ihrer Nationalität angestammten englischen Dialekt haben. Also, wenn die Englisch sprechen, dass sie ihren landesspezifischen Dialekt da drin haben. Das finde ich total geil. Devil's Thorn. The lock is surrounded by a triple circle. Nehmen wir mit, komm, ist egal. Oh! Scheiße. Zu viel. Right. I've retrieved everything. Hat genau gepasst. 5 Gelee Royal. Rudi, muss los. Circe. Das war lecker. Das war lecker. 4-mal Gelee Royal. Gelee Royal. Gott sei Dank, da liegt doch was. Byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. Das lassen wir mal noch zu. Das lassen wir mal noch zu. Schlüssel mit okkultem Erdsymbol. Na toll. Was ist denn ein okkultes Erdsymbol? Kann mir das mal jemand bitte sagen? Was ist ein okkultes Erdsymbol? Jetzt sag mir nicht, das ist er mit den 3 Kreisen. Mann. Alter. Erzähl mir noch, der hat die alle gelesen. Oh, was? Golden Elixir. Nice. Okay. Kultes Erdsymbol. Was ist das? Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Könntest du es trotzdem einstecken? Auch wenn Mama das verboten hat? Du bist über 18. Ich dachte, man hätte die Leiter bewegen können. Aber oh, was ist denn das? Was? Ah. Aha. A few pages out of an old encyclopedia. Sammlermünzen. Ich weiß nicht, wofür diese Sammlermünzen sein sollen. Ich sehe die auch nirgends. Seht ihr die? Mutters Taschentuch, Emilys Taschentuch, Mortimers Einladung von Sarah de Richet. Okay.
Wofür sind diese Sammlermünzen? Ich check's nicht. Was ist das hier? Ich muss noch mehr Bernsteinstücke finden. Die meisten Bernsteinstücke, die haben wir immer in verschlossenen Oh, das Abendmahl. Junge, was ist denn das hier? Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she Dieser Mensch also muss spoke ja of a Medusa. unendlich Should I go and try to find the creature now? Oder? Finde die Medusa. Medusa war doch diese Frau mit den Schlangenhaaren, ne? Oder vertue ich mich da? Ach du Scheibenkönig. Honig, meine ich. Ah, guck mal, der kleine Pipi-Mann. Ja, lustig. Ja, ja. Ja, ja, 2 Zentimeter können nicht hängen. Das ist halt so. Da ist die Medusa. Guck sie. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern? And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Löse das Medusa-Rätsel. Ja, was weiß denn ich? So klein Schnippi. Hä? Now, Louis, it's time to keep a logical mind, as every good scientist should. The aim is to defeat the Medusa, so what can the lantern be for? To light up the Medusa? Hardly likely. The hero holding the lantern will be easy prey, and the shield will be of no use. To light up the sword? No, that makes no sense. So that leaves the shield. I wonder if the aim is to play with the light. If I turn the shield right, the light would be reflected. The ray of light will perturb the Medusa and focus her attention on the best protected hero. Pretty smart. But it also means I have to make sure I get the shield position just right.
Habt ihr einen Schimmer, wie man das machen soll? The clue I found said, "Beware hero. The beast always charges the best protected. That is its weakness." That's the key. The best protected hero is the one holding the shield. Thank you, Mother. It looks right, but nothing's happening. Maybe, in this position, the hero with the shield is just dazzling his colleague. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Das ist Except for richtig. here, it doesn't work. There must be something else. Ei, ei, ei. Echt, Leute? Warum tut sich denn da nichts? Oh, was ist denn das? The Origin of Myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Oh, junge Mädels. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Ist doch auf die Medusa gerichtet. Was ist denn das Problem? Ich verstehe es nicht. Den Teil kann ich nicht lesen, oder? Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa.
Müssen wir uns denn jetzt alle von der Medusa abwenden? Oder also außerdem mit dem Schwert? It looks right, but nothing's happening. Maybe, in this position, the hero with the shield is just dazzling his Ja, colleague. das ist korrekt. Whoa. Rah! For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. I've discovered a hidden message from my mother. She explains how to find the secret room. Something must have attracted her here, so I've come to check it out. And you? What brings you here? My, you're curious. Let me guess. Go on then, impress me. You're spying on Mortimer, right? Everyone is spying on Mortimer. Shall I take that for a yes? Take it as you please, but I wouldn't be surprised if all the guests were around here somewhere searching the manor. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Ja, Look klar. on your side. I'll do the same on mine, and if you find anything of interest, let me know. Oh, yeah, in your dreams. At your service, madam. The heavenly symbols refer to Pandora's box. Emily, I'm pretty sure I've got Pandora's box. Of course you have. You see an earthen pot and you immediately assume it can only be Pandora's box. Logical. What I like about you, Louis, is that you never fail to surprise me. Emily, what if I open the jar? Would that then make man responsible for all the evils? Try. It'll make a change. All right, can we move on now? I do love your irony, but honestly, are you ever impressed by anything you see? By a chamber pot? No, you really do need to do better than that. Nicht beim Nachttopf. Wie geil. Okay. Gut. Naja. Was haben wir denn hier? Das goldene Vlies. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. Cold? You want a rug? It'll warm you up. I wouldn't be caught dead in that horrible thing. That's a pity. The gold color brings out your eyes. And your flattery brings out your boorishness. Sei mal nicht so. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. The Gospel according to Judas, or How to Crucify Jesus as part of God's plan. You do realize that the contents of this book could undermine the very foundations of Christianity. One more reason to leave it in the secret room of a lost manor on a private island. Do you realize how important this book is? Of course, but what I really want to know is how did it come into Mortimer's possession? I was thinking the same thing about all the paintings and sculptures in the manor. How did the English manage to get their hands on them? When someone wants to attract the attention of the world's leading power, somehow the gifts just pour in. You wouldn't have gone to the Vatican recently, would you? Are you calling me a thief? Certainly not. Never entered my mind.
haben wir hier nichts? Es sind ja verstörende Skulpturen hier, ne? Also das ist aber auch alles... Kunst ist merkwürdig, ohne Quatsch. Hey, Mortimer is the author of this work. It talks about his passion for art. Was haben wir denn da? Oh, Cäsar, bestimmt hier die Krone vom Cäsar. Oder so. Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. The workmanship on this crown is amazing. The finesse of the gold laurel leaves is beautiful. A crown worthy of an emperor. I'd stake my life that it's the genuine article. Stop! Don't put your grubby fat fingers on it. You find my fingers fat? At least put on some gloves. Please note, my fingers are slim. You were going to leave marks. My God, what an amateur. Many a harpsichord players would love to have sexy fingers like mine. Tell me where you took your infiltration classes so I can have your tutor executed. Let's compare hands then. We'll soon see whose fingers are fattest. No, I'm not going to compare hands with you. Let's just keep going. Die ist amüsiert. Bad loser. Well, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. Menü aufrufen. Was ist das? Okay. Amber. Geil. A fragment of amber. Excalibur? You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. Meine Güte. Brass quillons and knobs. A beautiful cruciform line. Judging by the wear and the technique used to forge it, this sword dates back to the Crusades, and it must have belonged to a wealthy knight. There's a date. MCXC. 1190. Wer war das? That's right. Forged for the Crusades. Ist das das Schwert von Orleans oder? König Artus? Ich nehme sie. It really does look like Joan of Arc's sword. The famous Maid of Orleans. One of your favorite historical heroines. You bet. Given the number of English butts she kicked. And we all know where that got her. When you finished playing, maybe you can help me search the place? Ich weiß jetzt nicht mal, ob das richtig war. Guck doch mal einer nach, bitte. Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him? Wann Jeanne d'Arc gelebt hat. Several people have played the part of Mortimer, a part that has been passed down from generation to generation. Different men, but with one sole identity. An intriguing hypothesis, and yet less twisted than some of my previous cases. At last, you finally agree with me about something. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them?
Once again, 1431. I don't Kann man know. irgendwie rauskriegen, wer We'll have to 1190 ask her when gelebt we hat? find her. And what's your take? How did Lord Mortimer get all this? It's just crazy. Secret connections, money, or a well-kept family treasure passed on from generation to generation. War das dann doch eher Genghis That Khan? would mean some of Ich hab Mortimer's keine Ahnung. ancestors lived before Jesus was born. Aber das kann nicht sein, das I passt wonder nicht. why my Die mother Schwertform didn't make passt it nicht. clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. War es dann vielleicht doch Or Excalibur, she mein erster wanted to Gedanke. protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. Excalibur war ja... Das war ja nur eine Sage, ne? Also die Sage um König Artus. Das kann dann nicht passen. I found an amazing ring. There's an inscription engraved on it. Emily, when I see that ring, I can no longer hold back my feelings for you. Oh, stop it. You're being ridiculous. What do you mean? I was just about to get down on one knee. Ich dachte, ich könnte sie erheitern, also ne, so bespaßen. Schon. Erheitern, so heißt es. Bespaßen ist Englisch. Ich sehe, durchsuche mit Emily den Raum. Ich suche und finde nicht. Ey, wir haben doch jetzt wirklich alles irgendwie... Ja? What is that you found? A cameo pendant. What's Hat sie going nicht on? gesehen. Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust mein in Gott. you, Louis? Ist nicht möglich? Na toll. When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle, as a member of the Golden Order, for example. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese. But I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Das kostet uns aber richtig. Egal. Pragmatic, intelligent, sure of herself. Her only weak spot is her difficulty talking about herself. I don't know much about your past, but I'm guessing you had to get by on your own for much of your life. It might have closed you off, and that can be a disadvantage. It might be time for you to open up and risk a little trust. Not every man you meet wants to hurt you. Yes, you may be right. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Yes. You're the kind of girl who gets by on her own and who shares nothing. The fact is, you are completely mistaken about Scheiße, me. verkackt. I already have a work partner.
I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me, but I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... Boah, würdet ihr sagen, dass der Mensch, mit dem sie zusammenarbeitet, ein Mann ist? Oder eine Frau? So viele Frauen haben wir ja nicht. Eben hoch. Hätte ja schon bald auf den Washington getippt, aber boah. Schwierig. Chances are, you're working with a member of the Order. The only members of the Order other than ourselves are your mother and Mr. Washington. The former has sadly gone missing. As for the latter, I knew nothing of his arrival. Incidentally, you must have noticed how inefficiently our Order communicates internationally. Boah. Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister? Schwester. Virtually no one even knows. Naja, immerhin. When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. Wie unsere Mutter. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here.
Oh, she's been drinking too much again. Ruhig bleiben. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. Moment, die wartet auf... I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. Ist egal, wir gucken der Emily nach. Weil wir sind jetzt nicht hier, um zu stelzen, ne? Sorry, Emily, but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. Oh mein Gott. I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night. I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you it was her. Scheiße. Did you talk to each other? No, she was far away. Scheiße. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Yes, I need something to calm me down. No thanks, I'd better not. Listen, if you want me to tell you everything, you have to drink with me, Louis. What I have to say to you is of the utmost importance. No, I won't drink. All right, Louis, then get the hell out of here. You're incapable of opening your eyes, so be it. Get out! Ich traue dir zu, dass sie mich unter Drogen setzt. Da hatte ich keinen Bock drauf. Nee, ich muss nicht. Ich meine, erst wieder Dienstag, Mittwoch. Aber ich war eh im Begriff, langsam Feierabend zu machen. Why the hell did I go with Elizabeth? I could have spent the night with Emily, but no. I had to go play the night with a big heart. Oh, well, never mind. Tomorrow's another day. Was wollte ich? Wer rammelt denn da so an der... Monsieur de Richet, I am arresting you for the murder of Elizabeth Adams. What the hell's going on? You are in deep trouble, my young friend. Ah. Also hat das gar keinen Bezug dazu gehabt mit dem Schwert, oder? Also weder Jeanne d'Arc noch König Artus, was ja eine Sage ist, und Genghis Khan.
Aber Genghis Khan hat doch niemals so ein Schwert getragen, wenn überhaupt. Das kann es dann also alles nicht gewesen sein. Irgendwie Hildegard von Bingen. Sagt mir namentlich auch was, aber keine Ahnung, was die gerissen hat. Also es war 1190. Naja, 1190 ist ja das 12. Jahrhundert, ne? Schätzelein. Ja, noch gebrauchen. Psychologie finde ich super. Was ist das hier? Befragung. Ja. Ich denke, Überzeugung wird jetzt gut sein, oder? Wenn wir... Oh, wenn wir jetzt gefangen sind. Ich hau die beide da rein. Habe ich gesagt 1100? Dann war es mein Fehler. Oh, cool. Wir haben das erste Kapitel durch. Ja, das ist ja geil. Das ist doch gut. Das finde ich prima. Leute, das passt doch richtig gut ins Konzept heute. Timing, ich sag's dir. Sehr geil. Also, ja, wie gesagt, das Spiel habe ich zwar schon mal gespielt, aber ich habe echt gar keine Ahnung mehr, wie das abläuft. Und ich muss sagen, mir macht das echt Spaß. Ich finde das gut. Mir gefällt das. Nein, das nicht. Weg. Schluss, weg. So. So, schauen wir doch mal, welche hübschen Menschen heute noch für uns da sind. Ja, Wölfchen ist da. Okay. Was ist denn eigentlich mit dem Sully? Macht der Urlaub? Weiß gar nicht. Ja, Figuren kann ich mich auch nicht... Wohl hier und da, ja. Aber so storytechnisch gar nicht. So, ihr hübschen Leute. Ich schicke uns ins Outro und gleichzeitig zu Wölfchen. Schönen Dank, dass ihr alle da wart. Ja, wir machen da morgen weiter. War auch immer mal da, der Gute. Ja, okay, gut. Weil er ist jetzt so, oh, ist ja egal. Vielleicht mal Discord-Nachrichten lesen. Vielleicht gibt's da ja was. Ihr Hübschen, vielen, vielen Dank. Kommt gut ins Bettchen nachher und dann sehen wir uns morgen wieder um halbe 8. Und am Wochenende bin ich übrigens auch da. So, das nochmal so zwischendurch. Haut rein. Gute Nacht, schlaft schön, bis bald. Oder bis morgen. Tschüss. Und YouTube, du auch, ne? Mach gut. Wiederhören.